Nibritta tarsai rupagi yamana bhavau sadachatra mano virama kauttama sloko gunanvada virameta vina prasogna. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that you can open countless hospital and school. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, du kannst eröffnen viele Krankenhäuser und soziale Einrichtungen oder Schulen für das Wohl der ganzen Gesellschaft. Aber sei da im Gewiss, dass wenn eine Seele von der illusionierenden Energie von Maya befreit wird, das ist so eine große Sache. Also das ist nicht vorstellbar. Also das ist viel, viel größer. Jetzt eine Seele von dem Gefängnis von Maya Devi zu befreien. Das ist so schwer. Und das ist viel, viel wertvoller als wir das Eröffnen von Tausenden von Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, weil das eine permanente Lösung dann ist. Okay, wir wollen Krankenhäuser öffnen, soziale Einrichtungen, Schulen und so weiter. Aber sei dir sicher, dass das keine permanente Lösung ist. Wenn du eben eine Seele befreien kannst aus dem Gefängnis von Maya, von der materiellen Welt, und sie bringen kannst zu die Lotusfüße von Krishna, das ist so viel mehr wert, das ist unvorstellbar. If you want to know the actual glories of light, what do you mean by light? Also wenn du den Ruhm von Licht willst, so was versteht man unter Licht. Also wenn man Licht verstehen will, muss man zuerst die Dunkelheit wissen. Nachher kann man Licht umso mehr schätzen. So, die Dunkelheit ist ein Ornament für das Licht. Ansonsten kannst du das Licht nicht verstehen. So negativ und positiv in der materiellen Welt. Also direkt oder indirekt. Das wird dir dann eine direkte Idee geben, was sich dann im gesamten Advaya-Gyan Tattva nennt. Also direkt oder indirekt, so alles, was hier passiert, was du siehst, was du erfährst, es wird schlussendlich eine Möglichkeit geben, um das höchste Tattva, das Advaya-Gyan Tattva zu verstehen. So gestern hat einer gefragt, warum finden wir so viele Probleme im Bhagavatam, dass einer zum Beispiel den verflucht oder einer verflucht den. Aber da muss man fragen, was ist das Problem mit dir? Was denkst du? Denkst du, dass irgendwas im Srimad Bhagavatam wertlos ist? So, wenn man vom Beginn startet, Janma das Yayato im ersten Vers, also es ist das Gayatri Mantra. Also das Bhagavatam ist das Erklärung fürs Gayatri Mantra. So Vyasadev, der hat die ganze Welt eingeladen,
um über den höchsten Herrn zu ihm zu beten, über ihn meditieren. Was für Art von Meditation? Meditation über das Tattva, Tattva, über den höchsten Herrn. Also um das Tattva zu verstehen, da gibt es eben so viele Vorfälle im Srimad Bhagavatam, um das zu verstehen. So alles ist komplett voll wertvoll. So es sind viele stufenweise, Stufe für Stufe, erhöht sich das Bewusstsein und nach dem 9. Kanto kannst du dann eintreten im 10. Kanto unter der Führung von einem Paramahamsa Gurudev, einem realisierten Guru, damit du wirklich verstehst, wer Krishna ist, was ist sein Spiel und was ist seine Aufgabe. So er hat uns viele Mal schon gesagt, alle Manu und die Rishis, also du als Munis und Rishis und Weise sind so viele da, aber es sind so viele verschiedene Meinungen. Aber wir sind im Shrauta-Pantha. Also wenn du nicht dort situiert bist, nachher kannst du eigentlich woanders hingehen. Dann bist du nicht, brauchst du nicht in die Gaudiya Math kommen. Ekayan Paddhati. So wenn du jetzt vorfindest, dass Vasishtha Muni ihn verflucht und er verflucht ihn, also dann kann das vielleicht Zweifel klären, Zweifel aufbringen in dir, aber eben um die Zweifel zu klären, deswegen musst du zum reinen Vaishnava, zum Shiksha Guru hingehen, der was dir das direkte Gefühl geben kann, um das vollkommen zu verstehen. Weil es ist überhaupt kein Problem im Bhagavatam, das ist die reinste Schrift. So in der Welt sieht man so viele Rishis und Weise, die machen das und das und das. Aber was ist, das geht uns nichts an. Aber das Bhagavatam, das führt die schlussendlich zur höchsten Persönlichkeit. So, wo ist ein Problem? Da gibt es kein Problem. Also du musst deinen Lebensstil, also du kannst dir denken, oh, er war jetzt auf die Weise verflucht. Nachher kannst du die Lehre daraus ziehen, dass du lernst, okay, das kann ich nicht machen im Leben. Also man lernt was draus. Ansonsten denkt man, oh, die Munis, die machen Fehler und nachher kannst du auch Fehler machen. Du kannst ihm die Frage stellen. Und du hast gesagt, oh, ich habe gesehen, du hast Srimad Bhagavatam gesehen, dass so meine Rishis und Munis, die machen Fehler. So, was ist dann, wenn ich auch einen Fehler mache? Dann ist ja kein Problem. Aber das ist Dummheit. Weil wir müssen lernen aus den Fehlern. Die Munis und Rishis in dem Srimad Bhagavatam sind nicht normale Leute. Vasishtha Muni ist keine normale Person. Also die haben volle Siddhis, alle Möglichkeiten, wie Feuer. So if you can find one logic, you can find the Muninam Chavi Brahma. It's logic. Sometimes we see those Munis, they are also making mistakes. Also manchmal sehen wir, dass die Munis eben Fehler machen. Muninam Chavit Brahma. Muninam Chavit Brahmana. Not that. You have to get the exact meaning under the guidance of pure Guru. Also du musst aber dir das zum Ziel machen, dass du die wirkliche Essenz kriegst von Guru und Vaishnava. The meaning of this sloka. So wie kriegst du die Bedeutung von dem Vers?
Also das Siddhanta, das wächst unter der Führung von Srila Bhaktivinoda Thakur, von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Die Muni Rishis sind nicht normale Personen. Die handeln auf die Art und Weise, dass sie einen Fehler machen und der Fehler wird dann wieder sozusagen gerichtet. Und wir schauen dann die Sachen an und sollen uns denken, das kann ich mir nicht erlauben, dass so ein Fehler in meinem Leben passiert. Deswegen sind all die Dinge kommen vor im Srimad Bhagavatam. So eben die Yoga sind verschiedene Dinge, die was zum Beispiel in anderer Yoga war das richtig und in dem Yoga ist es anders. So, man muss da wirklich aufpassen und immer unter der Führung sein von Guru und Vaishnava. So, das totale Srimad Bhagavatam ist Krishna selber, das ist die Inkarnation von der Klangschwingung von Krishna. So, Sakshat Krishna eva hi. Also, das ist kein anderes wie Krishna. So, warum findest du dann im Bhagavatam Fehler? Those monarchs there acting like that, they are to teach us. So die Munis, die handeln auf die Art und Weise, dass eben gewisse Fehler gemacht werden und die zeigen wir auf, um uns dabei zu lehren. Ansonsten kannst du nie weitergehen, wenn du Fehler findest in dir. Nachher gehst du sogar auf Gehen in die Lotusfüße von Guru und Vaishnava. Also wir sollen nicht so denken. Ansonsten hast du keine Möglichkeit, höher zu gehen, weiter. Also jetzt erinnern wir uns, was wir gestern eben gesprochen haben. Zum Beispiel über Ramachandra haben wir gesprochen. Surya Vamsa. Ramachandra. So was für einen ausgezeichneten Charakter Ramachandra hat. Und wir wissen, Ramachandra ist Maryada Purusham. Also er zeigt uns auf, was authentisch und was nicht authentisch ist. In Regeln und Regulierungen. Also er hat ein ausgezeichnetes, vorbildliches Leben uns aufgezeigt, Ramachandra. So ein exzellentes Prinzip, eine exzellente Lebensweise. Es ist auch keine normale Persönlichkeit, Ramachandra. Es ist die höchste Person selber. So wenn der höchste Herr irgendwas macht, alles ist vorbildlich. Chaitanya Mahaprabhu, wenn er uns zum Beispiel sagt, was ist Vairagya, also Sarvabhauma Bhattacharya hat den Vers gesprochen, dass Vairagya, das was Chaitanya Mahaprabhu aufgezeigt hat, das ist ganz, ganz wissenschaftlich. Also wir sollen das wissen, das ist ein Wissen. Vairagya Vidya nennt sich das. Wenn du zum Beispiel Kapat Vairagya sagst und in deinem Herz ist Lust, Gier und du willst die Vergnügen in der Welt und outside nach außen sagst du, dass du ein großer Sannyasi bist, mit dem wird Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ärgerlich. Mit solchen Kapat-Leute, die was falsch spielen. Besser, du sagst die Wahrheit und sagst, okay, ich bin in der Stufe und ich habe all die Dinge noch in mir, aber du sollst nicht falsch spielen. Kapat. Also du musst komplett dein Herz reinigen. Wenn du einen Monat des Srimad Bhagavatam herrscht, nachher erwartet er von uns, dass unser ganzes Herz rein ist. Nicht, dass du
Mull oder irgendein Blödsinn in deinem Herz hast, dann hast du kein Recht mehr, wenn du das Srimad Bhagavatam jetzt für einen Monat gehört hast. Das ist die komplette Reinigung, was da stattfindet. Und dann muss man wirklich umdenken. Das erwartet er sich. So you see, actually those who are keeping some, hypocrisy and externally expressing them great devotee, Krishna become very angry. Also die, was außerhalb sagen, dass sie große Devotees sind und innen drinnen sind sie ganz anders, mit denen wird Krishna total ärgerlich. The day you can avoid rasa, jaradasa, instantly you can get into aprakita rasa. Also sobald den materiellen Geschmack, den Rasa aufgibst, nachher kannst du eintreten in die transzendentale Welt. They don't like to understand. So-called pseudo devotee. Aber es gibt eben solche materiellen Devote, die wollen nicht den Punkt verstehen, It's an automatic factor. obwohl es ein automatischer Because in Faktor ist. Gita you can find In der Bhagavad Gita findest du da, rasavajam rasapasya param drishtani varsa. When you can excellent rasa, unique. also in der Bhagavad Gita ist der Vers, Jara rasa enjoyment can, also alles andere, wenn du den höheren Geschmack kostest, nachher ist der ganze untere Geschmack, der ist dann nicht mehr geschmackhaft. rasavajam rasapasya Das geht dann von allein. drishtani varsa. Paramparā-System. If you get excellent rasa, automatically you can leave. Also wenn du den exzellenten Rasa kostest, dann kannst du ganz leicht den niedrigeren Rasa aufgeben, den was du in der Welt findest. So now, Das ist automatischer Faktor. So das Beispiel von Ramachandra ist ganz einzigartig. shown by Supreme Lord is unique. So alles, was der Höchste uns aufzeigt, ist einzigartig. Nobody can compare. Also keiner kann einen Vergleich mit dem machen. Aishwarya Samagas Viryasya Viryasya Sadasya. Everything. Also die 6 Opulenzen von Krishna, die sind alle einzigartig. Keiner kann gleichgesetzt werden mit Chaitanya Mahaprabhu Krishna. So, zu dem Ramachandra wollen wir beten. Wir haben gestern das ein bisschen schnell alles durchgegangen und jetzt können wir noch 1, 2 Punkte über das sprechen und dann sprechen wir weiter. Gehen wir weiter. Uttama sloko dhurjayo nasto dandya pitangrai. 11th chapter, number 7 sloka. Now I already told that Sri Ramachandra was acting as a father in front of those people staying in his kingdom. Not just more than father. So Ramachandra, der hat nie irgendwelche Schwierigkeiten in seinem Reich tolerieren können oder irgendwelche Probleme in dem Leben von denen, was in dem Königreich leben. So er hat immer über alles Verantwortung genommen. Und seine persönliche Hingabe war so hoch, das Selbstaufgeben für andere. So Ramachandra hat die ganze 10 Richtungen beherrscht. Und er hat alles immer gegeben. Er hat alles immer verteilt. Er hat sich immer als Diener gefühlt. Er hat die Rolle angenommen, weil sie ihm die Rolle gegeben haben. Deswegen. Ansonsten, das ist alles eures. So, auf die Weise ist es in all Direktionen, hat er alles verteilt, alle Richtungen hat er alles verteilt. So yesterday I told you, while in night time,
Gestern haben wir darüber gehört, wie eben Ramachandra in ziviler Kleidung durchgeht durch sein Reich und dann hört er eben ein Paar, ein Mann und eine Frau streiten. Und Ramachandra hört dann in seine Ohren kriegen zu hören den Vers. Also, ich bin nicht Ram, das sagt jetzt die Person, ich bin nicht Ram. So dass sie, obwohl Sita eigentlich zum anderen Mann gegangen ist, dass sie weil sie unter der Kontrolle von Ravan war, dass sie dann wieder zurücknimmt. Das kann ich dir nicht erlauben. So spricht jetzt derjenige in der Stadt zu seiner Frau. So, was will man damit sagen? Ist Ramachandras Leben unrein oder Sitas Leben unrein? Kann man das damit sagen? Na, auf keinen Fall. Also 100% Sita ist komplett rein, sie ist Lakshmi. Aber jetzt so, schaut euch einmal die Toleranz vom Ramachandra jetzt an. Also wir können nicht ganz winzige Dinge kontrollieren, aber Vaishnava, der kann tolerieren sogar, dass er geschlagen wird, so wie Haridas Thakur, über 32 oder 22 Marktplätze in Kalna, gepeitscht worden mit der eisernen Kette. Und überall seine Knochen sind gesprungen, das Blut ist rausgekommen. Und Haridas Thakur betet aber, oh mein Herr, bitte verstehe, die wissen nicht, was sie machen, organisiere bitte das Beste für sie. So. Ohne, dass du wirklich ein Vaishnava bist, kannst du das niemals sagen. Zum Beispiel Jesus, auch was das Kreuz tragen hat. Und die haben gesagt, hey, geh weiter, geh weiter. Und sie haben ihn dann mit großen Nägeln, haben sie ihn dann aufs Kreuz geschlagen. Und er spricht da zum Herrn, oh mein Herr, verstehe bitte was, dass sie nicht wissen, was sie machen. So eben, deswegen sieht man, dass Jesus ein Vaishnava ist. Okay, du kannst nicht vorfinden, dass jetzt Jesus ein Kanti-Mala, Tulsi-Mala tragen hat oder ein Tilak, so wie auf der Stirn tragen, aber das Symptom von Jesus zeigt, dass er ein reiner Vaishnava ist. Vielleicht extern sagst du, oh Jesus, der ist ein Christ. Aber in Wirklichkeit ist alles Atma-Dharma. So, wenn du alles zurückgehst, all die Arrangierungen, Srila Bhaktivinoda Thakur spricht eben auf die Art und Weise, dass alles Dharma in der Welt, was du findest, zum Beispiel islamisch, christliches Dharma, das sind alles Stufen, Treppen, 1, 2, 3, wo du raufgehst. So, wir haben kein Recht, das zu kritisieren. Wir haben kein Recht zu kritisieren die Christen, wir haben kein Recht, die Muslimen zu kritisieren. Nur, was wir sagen können, wir können sagen, okay, ich sag dir was und wenn du es dann gut findest, dann kannst du es akzeptieren. Da ist kein Druck an dich, du bist nicht gebunden, weil das Atma-Dharma ist ein freies Dharma. Also dort gibt es keinen Druck und keinen Kampf. Das Atma-Dharma ist das natürliche Dharma, wo du ganz natürlich angezogen wirst. So wie zum Beispiel wir sind auch von westlichen Ländern gekommen, weil wir angezogen sind von der höheren Sichtweise. Und das spürt die Seele. Srila Bhaktivinoda Thakur hat auch vorausgesagt, dass eben die westlichen Leute, die werden kommen, werden nach Navadvip kommen und wenn die heiligen Namen zusammen mit den bengalischen Devotees und alle anderen auf der Welt im Sankirtan Yagya zusammen chanten, da kann man nicht sagen, dass einer Ausländer ist und einer nicht,
sondern wenn du im Atma-Dharma etabliert bist, nachher ist mein Atma und dein Atma, das ist alles ein einzigartiges Wesen und ist gleich. So deswegen haben wir alle die Möglichkeit, von dem Srimad Bhagavatam riesengroßen Nutzen zu kriegen und von dem zu hören. Dort geht es alles weiter, die Lehren. So Ramachandra wollte damit aufzeigen, dass die Toleranz viel, viel größer werden muss. Trinada Bisonicinantarora Bisvishnana. Also der Vers. Und wenn du nicht deine Toleranz erhöhen kannst, nachher kannst du heute oder morgen auch kein Vaishnava werden. Du musst immer versuchen, immer mehr und mehr toleranter zu werden. Nach einem Monat, nach einem halben Jahr, nachher, wenn du es machst, wärst du wirklich ein Vaishnava. Also du musst einfach zielstrebig sein und ernsthaftig und du musst dich ständig in Sanga, in der Gemeinschaft von Devotees sein. Ansonsten, wenn du hörst, es ist Srimad Bhagavatam, aber dann noch eben Gemeinschaft hast mit materiellen Leuten, Sanga, nachher kann man keine Verantwortung übernehmen und bist selber schuld. So deswegen musst du Tag und Nacht, jede Sekunde, musst du in die Satsanga gehen, in die Gemeinschaft von Devotees. Das ist das Geheimnis, das wichtige Geheimnis von, wie du aufsteigen kannst. So Kadanga Raja genauso, das ist ein Beispiel, der was sich dann im letzten Moment komplett konzentriert hat und hat allen Opulenz, alles Reichtum, alles aufgeben. Das hat gesehen, dass das alles unstabil ist. Also die Sachen haben alle keinen Wert. Haus, Schloss, Reiche oder das. So deswegen die ganze Zeit ununterbrochen musst du in der Satsanga sein. Ansonsten, wenn du bewusst oder unbewusst in Satsanga kommst, dann kann er nicht verantwortlich sein. Er kann nur uns dahin leiten, wie wir Satsanga haben können. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, ansonsten hast du das Problem, dass du das nicht richtig verstehst und du wirst mehr leiden und leiden, wenn du in der Asatsanga bist. So Gurudev, der übernimmt die Verantwortung, wenn du 100%ige Hingegebenheit hast. Nachher wirst du verstehen und wirst gleich merken, dass der ganze Geist und der Körper alles unter seiner Kontrolle ist und alles geführt. So wir wollen kontrolliert werden von Guru und Vaishnava. Und so hat eben jetzt das Symptom aufgezeigt, dass Jesus Christus, der ist ein Vaishnava. Vielleicht extern kannst du es nicht sehen. Vielleicht hat er die Aufgabe gekriegt vom Höchsten Herrn, dass er eben spricht über das christliche Dharma. Also er hat gesagt, ich bin der Sohn vom Höchsten Herrn. So we must sing some glories of Ramachandra. We already hear. After that, Lava and Kusha. When Sita was saying to exile, so Ramachandra, das sind seine Söhne Lava und Kush. So Ramachandra ist eben so eine Persönlichkeit, der muss eben den Standard jetzt aufzeigen. Der zeigt es auf. Und Sita Devi, sie war schwanger im Ashram vom Valmiki Muni und hat dort Geburt gegeben zu Lav und Kush. Also sie haben Lehren gekriegt und sind in die Schule gegangen von Valmiki Muni und sie haben so Erscheinen gehabt wie Ramachandra und so viel Wissen wie Ramachandra. Also da haben sie dann einmal immer mal so ein Pferd loslassen und der kleine Bur, der soll jetzt das Pferd einfangen wieder.
Aber alle anderen Soldaten haben es nicht machen können. Aber der kleine Bur hat es machen können. Und Ramachandra hat somit verstanden, dass das der Bur von ihm ist. Also keiner ist so mächtig wie der Höchste Herr. Und Lav und Kosh sind die Söhne von ihm. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Bolo Sri Ramachandra ki ho. In 13th chapter, here we see, so im 13. Kapitel sind wir jetzt, wo Sukadev Goswami spricht, dass Nimi Maharaj ein Yajna anfangen wollte. Und er hat Gurudev eingeladen und hat gesagt, oh, nimm du die Verantwortung über das Yajna. Aber Gurudev hat gesagt, na eben, ich bin eingeladen schon woanders. Ich kann das später machen, aber jetzt nicht. Später würde ich nicht mehr die Verantwortung. Aber niemand Maharaj, sie sagt, oh, wer weiß, wann ich stirb. Das Leben ist ganz unstabil. So kann jederzeit die Welt verlassen. So deswegen sagt er und fang an jetzt gleich mit dem Yajna. So this way, Nimi Maharaj took decision to start Jagga and invite another Rishi. When, Vasishtha Muni complete Jogga so, deswegen hat er dann einen anderen Rishi eingeladen. Und der andere Rishi, der was dann zurückgekommen ist, der ist ärgerlich geworden und hat gesagt, warum? Und er hat gesagt eben, ja, ich habe das so machen müssen, weil das Leben ist unstabil. So deswegen Shubhasya Shikram. Also alles Gute, was du machen sollst, das sollst du jetzt gleich anfangen. Wer kann sagen, wann du stirbst? So Ravan, der wollte eine Treppe machen, rauf zu Svarga. Aber er hat eben, ihm ist es nicht ausgegangen, er ist nicht fertig geworden mit dem Job und nachher ist er in der Zwischenzeit gestorben. So Vasishtha Muni ist ganz ärgerlich geworden. Und hat ihn verflucht. Und der andere hat auch gesagt, okay, verflucht ja, und dann hat er den Körper verlassen. Und Vasishtha Muni hat dann wieder Geburt genommen von Urvashi. Very attracted by Urvasi. This way, from Urvasi, as who is this Vasishtha Muni took her. And Nimi Maharaj, when his body was, protected in medicine. Und von Nimi Maharaj, der Körper, der ist geschützt worden in der Medizin. Nimi Maharaj hat gesagt, eben, er will keinen materiellen Körper nehmen. Das ist alles unstabil. Und die Rishis haben gesagt, okay, ich kann dir eine Chance geben in dem Blinkern vom Auge. Also Nimi Maharaj, der lebt im Zwinkern vom Auge. Now point is that this way we are, Ramachandra and all, there is long, list. So I have no chance, very sorry. Also das ist eine lange Liste, aber er entschuldigt sich, weil er kann nicht im Detail über das alles sprechen. Über den heretikalen Faktor, also vom Kush und vom Lav kommen, so, das sind alles Dynastien, die was jetzt kommen. This way, Nimi Maharaj, his body was, massaged by oil.
So in Nimi Maharaj, sein Körper ist massiert worden, den haben sie massiert mit Öl. Und so die Rishis haben den mit Mantras massiert, so wie Prithu Maharaja, den haben sie. So also versucht nicht, das nicht zu glauben, versucht keine Zweifel zu haben. Es ist alles möglich in den Tagen. Now those Maharshis, those Rishi-Munis, they wanted to massage the body. Then they get one boy, very nice boy. His name is Janak. Also der Rishi, der hat dann einen Bub gekriegt und der Name von dem war Janak Raj. Vom Vidyaha. Vishesh Deha. Die Bedeutung ist Bideha, also du kannst verschiedene Bedeutungen rauskriegen aus dem Wort. Bi ist Vishesh. So, from Bideha. This boy taking birth, that's why it is called, sometimes we are calling Janak Raj. Also der Junge ist kennen, also wir nennen den manchmal Vaidya-Raj oder Janak Raj. This way, you see, we are going to proceed again and again. So you see, now we are going to start Chandra Vamsa. Chandra Vamsa. Surya Vamsa already so. I already So jetzt fängt die Monddynastie an, Chandra Vamsa. So now you see, so we are going to start. Now I can speak in gist, not in details. Also jetzt kann er auch in Kürze über die Dinge sprechen. In 14th chapter, actually, Sukadeva Goswami speaking in front of Sishya, Parikshit Maharaj, Athato Srnyatam Rajan Bangsoho Soma Sopavana Yasmin Nailadayo Bhupaha Kirtyante Punno Kartayo. Punno Kirtayo. So this way, you know, Also es ist ihm jetzt gesprochen worden vorher über die Sonnendynastie, die ganzen Abstammungen, und jetzt kommen wir zur Monddynastie, wo all die Könige kommen. Number 2, Sloka. 14th chapter. Sasa siraso pungso navirado saroruhat Yatasyasid suto dhatu ratrihi pitro pitri samo gunai. Sukadeva Goswami too, that I already was discussing about this point. Sahasra Sirasa is just Supreme Lord, you know, from his navel hole. Also der kommt jetzt vom Vishnu, von seinem Nabel entspringt ein Lotus. So, das ist wie ein Fluss. Der Bauchnabel ist wie ein Teich. Also wir haben eben über den Punkt schon gesprochen. Und jetzt von Brahma kommen eben so viele Munis und Rishis. Und wir finden dann Atri, Daksha und so viele. Narad. This way they are getting, we are in Atri Rishi. And Atri Rishi, I already told you can remember. So Atri Rishi, hat uns schon gesagt, dass Atri Rishi eben in den Wald gegangen ist mit seiner Frau, um Bhajan auszuführen dort. Then already I told you, three, Supreme Lord in the form of three bodies, three figures coming, same Supreme Lord.
Und er hat uns dann eben gesagt, dass eben der Herr in 3 verschiedene Formen kommt. Brahma, Vishnu und Maheshwara Shiva. So Atri, der spricht, oh, warum kommt ihr 3? Ich habe nur betet zu euch zu arm. Und die alle sagen dasselbe, dass wir eben nur handeln in 3 verschiedene Weisen, aber wir sind dieselbe Tattva. Okay, same tattva means be careful. You can start fighting. You must understand this point. That is, both different and non-different. Actually, Also das ist verschieden und nicht verschieden. Das ist Advaita Gyan Tattva. What do you say? Advaita Gyan Tattva. No, Advaita Gyan Tattva is okay. Achintya Veda. In this way we say, Bhagavan speaking. So after that, this from Atri, Also dann kommt von der Atri, we can get 3 sons. 3 Söhne kommen von ihr, einer von Brahma und Durvasa von, also Tattva kommt von Vishnu, Tattva ist Vishnu Tattva, Durvasa Muni kommt von Shiva und von Brahma Chandramaka. Und jetzt ist ein Problem, weil Chandrama, der ist sehr machtvoll und intelligent. So, der Name ist Soma. And after that, this way actually, a big fighting took place between Shura and Asura. Big problem, I don't like. Und da hat jetzt ein großes Problem stattgefunden mit den Asuras und Suras. Und Brahma hat gesagt, du musst zurückgeben, du musst es zurückgeben. Er will ihm da jetzt nicht über das Detail drüber sprechen. But actually, by that time, he got one boy, his name is actually Buddha. Und in der Zwischenzeit haben sie einen Sohn gekriegt, von dem der Name ist Buddha. Und von denen der Sohn ist Soma Chandrama. So Buddha is very powerful. Der Mondgott. And Buddha actually, Chandrama took this boy with him. So Chandrama, And Buddha, when married, der hat den Pur mit sich genommen. his name is Pururava. Und wenn Buddha geheiratet hat, der ist dem sein Sohn, der ist Pururava. His name is Pururava. Pururava. Also es ist eine ganz kraftvolle, machtvolle Person. Und die Devatas, die kriegen die Hilfe von ihm, um mit den Asuras zu kämpfen. Also hat ganz schöne, attraktive Form gehabt. Und Urvasi war auf die himmlischen Planeten. Und sie hat sich angezogen gefühlt von ihm. So, sie wollte die Gemeinschaft mit ihm. Und er und somit haben sie sich dann zusammengetan mit der Konditionierung, dass okay, du kannst, ich gebe dir meine Gemeinschaft, aber also sobald die nackt sieht, ohne meine Gemeinschaft, nachher werde ich weggehen. Und Urvasi, der hat zwei Lämmchen gebracht. Und der hat sie in Pururava gegeben und hat zum Aufpassen. Und einmal ist dann Indra, der ist aufgeregt worden und hat gefragt, wo ist jetzt die Urvasi? Wo ist jetzt die Urvasi? Und jeder sagt ihm dann, oh, sie ist runtergegangen, sie ist zum Pururava gegangen. Und alle Gandharva, die suchen jetzt nach ihm.
nach ihr. Und dann finden sie sie. So die Gandharvas, die waren auch ziemlich clever. Und die haben gewusst, dass Pururava, der ist sehr machtvoll. Wir können nicht mit ihm kämpfen. Und so sind sie auf taktvolle Art und Weise ins Zimmer eintreten und wollten die Lämmchen stehlen, die was mit Pururava sein. Und ultimativ hat die Urvasi dann realisiert, dass die 2 Lämmer gegangen sind. Jemand stellt sie. Und Pururava ist dann nachgelaufen, denen die Diebe. Und er war in dem Moment, wo er nachgelaufen ist, die Rehe, war er nackt und es war die Abmachung, dass wenn sie nackt sieht, nachher gehe. Und so hat er die Rehe zurückgebracht, aber sie ist dann verschwunden. So Urvasi ist dann nicht mehr zurückgekommen. Und nachdem hat er Informationen gekriegt, dass, okay, wenn er die Gandharvas verehrt, nachher kriegt er die Urvasi wieder zurück. Nachher haben sie ihm was vorgemacht und haben so ein Lichtspiel gemacht, die Form von der Urvasi. Und er hat dann nach einer gewissen Zeit hat er das verstanden, dass das ein Lichtspiel ist. Und er ist dann er hat sich so gefühlt, dass er nicht mehr ohne ihr leben kann. Und nachher ist er überall suchen gegangen. Und in Haridwar war jetzt Urvasi mit ihren Freundinnen. Also Urvasi hat dann gesagt, du solltest nicht eben trauen einer Frau. Das ist wie zum Beispiel eine Illusion für einen Mann. Also in jeder Zeit können sie die in Maya bringen. Der höchste Herr hat auch gesagt, Mama Maya Durataya. So niemand kann die Maya, den Ozean der Maya überqueren. Nur diejenigen, was Zuflucht bei mir suchen. Wir können frei werden. Mam eva ye prabhatyante tam steptatante. Also ansonsten ist es nicht möglich. Und Pururava, da gibt ihm die Lehren. You see your condition. You are so, powerful a king. Now, because of Maya, und dann sagt sie, du warst eben so ein machtvoller König, aber durch Maya, durch die Anhaftungen der Frau, bist du jetzt so arm geworden. Und jetzt hat Urvasi über Maya Tattva, spricht sie jetzt. So jederzeit kann die Frau abziehen. Those who are going to believe a woman, Maya, they are going to cry today or tomorrow. Also die Frauen haben leicht Möglichkeit, den Mann in Illusion zu bringen. Das ist von Maya ein Spiel. Deswegen sind die Formen da in der Welt, von Frau und Mann. So im Bhagavatam findet man das Siddhanta. Chaitanya Mahaprabhu spricht genauso. Das Kind They are going to lose everything. I can give example. Very nice. Also Chaitanya Mahaprabhu sagt den Vers, dass du kannst alles verlieren. Sei kein dummer Mann und wein.
in a year. One day I can come, give you association. This way, you see, Und dann später hat sie gesagt, okay, einmal im Jahr kann ich geben und kann dir meine Gemeinschaft geben. I'm going to discuss you some from Atri, Soma, from Soma, Buddha, from Buddha, Pururava. Das ist die Linie, was er da jetzt aufsagt. From Bija to Vima, Vima to Kanchan, and Hotrak, Jannu to Puru, Balaka, Ajaka, Kusho. That Kush is not that Kush. Love Kush, not. This Kush is different. That Kush is Surya Vamsa. Yes, Kush. Kusha, Kushambu, Gandhi, Vishwamitra. So, Vishwamitra, in this race, you see, in this Chandra Vamsa. Come. So, this way, Oilio, Urvasi Garve, Choy Santan. So long as Urvasi is staying with Pururava, they give birth to 6 sons. Also solange jetzt die Brasche mit Uvara zusammen war, haben sie 6 Söhne gehabt. Und der Sohn of Jaya ist Amit. Und der Sohn von Amit ist Sudaya. Und vom Sudaya ist Bahuman. Vasuman. The son of Ayo is Putra Ekonama. This way, that Jannu, and this way, that Jannu Muni, who drink Ganga. So der Jannu Muni, der was die Ganga getrunken hat. Speaking about the heretical factor. Now you see, Richak. Gandhi, one king, I already told you. Gandhi. I already told you this cup in Bangsha. In front of Gandhi, Richak asking for one daughter to marry. Vor dem Richak in front of Gandhi so Richard, der hat vom Gandhi gefragt für eine Tochter, sie zu heiraten. Und Gandhi hat gesagt, okay. But I need, what do you say? Donation. On those days, it was opposite. At present, if you like to give your daughter in marriage, you will have to pay some amount to, Also in der Zeit, da hast du immer was gegeben. But that time, on those days, it was just opposite. If you like one daughter, you have to pay heavy amount. Hast du eine große Summe zahlen müssen, wenn jemand die Tochter gegeben hat. Thousands of horse, white. Und er hat gesagt, er will jetzt weiße Pferde, Tausende von weißen Pferden. Das was ganz spezielle Pferde sein. So, die Ohren, verschiedene Formen, so 1000 von den weißen Pferden. No problem. I get and that donation, and going to marry Satyavati. Dann hat er die Satyavati geheiratet. Then Satyavati, Richak is very powerful rishi. Satyavati, One day, his Richak war machtvoller Rishi und die Schwiegermutter, also die Frau von Gandhi, Richak Rishi, der hat eben eine Tochter gekriegt von Gandhi und der Name von der Tochter ist Satyavati. There is actually no boy of son, mother-in-law, and also for himself wanted to arrange one yajna. You understand? You see. Also sie wollten dann immer Yajna organisieren, um einen Sohn zu kriegen und einen anderen Sohn für einen Schwiegervater. So, dann haben sie eine Yajna gemacht. Aber von dem Yajna, da ist eine spezielle Medizin hat es gegeben, wo du dann ein Baby kriegst, wenn du zu dir nimmst. Satyavati, the wife of Richak Rishi, was there. Aber der Satyavati, die Frau von Richak Rishi, war da.
und von dem die Schwiegermutter vom Richa Krishi, also die Frau von der Satyavati, die haben dann das gewechselt, die Medizin, weil sie gesagt haben, oh, die Rishis, die machen schöne Medizin für sich selber, so deswegen wechsle jetzt die Medizin. Und sie hat dann gesagt, okay, zu ihrer Tochter, du nimmst die Medizin und ich nehme das. Und nachdem sieht er, dass sie eben das gewechselt haben jetzt. Und er hat gesagt, ich mache Yagya, die Charu, die Medizin, auf Art und Weise. Er ist Kshatriya, so ihr macht ein Kshatriya Charu. Aber ihr habt das jetzt tauscht. So jetzt wird dein Sohn wie ein Feuer, wie zum Beispiel ein Kshatriya, König. Und der Bruder, der Sohn von Gadi, der wird auch verändert. So in dem Fall ist ein großes Problem dann. So Satyavati, die haben dann gewechselt. Und Satyavati hat jetzt Geburt gegeben. Satyavati, Jamadagni Rishi, and Jamadagni married Renuka. Jamadagni hat Renuka geheiratet. And Renuka got Parushurama. Und Renuka hat den Sohn Parushurama gekriegt. So you see here, they exchange Charus again, So der Austausch von der Medizin hat eben da stattgefunden. Und deswegen ist das Problem dann auftreten. So jetzt kann man noch ein bisschen was über Jamadagna Rishi sprechen. So Satyavati hat Geburt gegeben zu dem Jamadagna Rishi und vom Tod kriegen wir Parushurama. Now actually in this Parushurama, we like to discuss about who is Parushurama. Also jetzt wollen wir darüber reden, wer Parushurama ist. Seine Inkarnation vom Höchsten Herrn. So da hat einmal der Jamadagna Rishi Bhajan in seinem Ashram gemacht, wollte Fluss kriegen, wollte Wasser holen vom Fluss. Und Satyavati, nicht Satyavati, sondern Renuka, der ist dann gegangen und hat das Wasser geholt vom Fluss. Und sie war verspätet, so der Rishi, der hat verstanden, warum sie jetzt zu spät war. Weil eben ein gewisser Gandharva gekommen ist, als schöne Gestalt, und sie war angezogen. Sie hat einfach gewisse Zeit dort verbracht, sie hat keinen Blödsinn gemacht, aber dann hat er sie gefragt. Und nachher hat er seine Söhne gefragt, oh, tötet jetzt deine Mutter. Und dann Parushurama hat gesagt, oh, tötet jetzt deine Mutter, tötet jetzt deine Mutter. Und er hat dann die Axt genommen und hat der Mutter den Kopf abgeschlagen. Und genauso auch seine anderen Söhne, weil er gesagt hat, schlag denen einen Kopf ab. Weil er eben jetzt, er war bewusst über die Macht von ihm, Jagadagna Rishi. Und er hat durch das dann Segnungen gekriegt und er hat ganz einfach wieder die zum Leben erwecken können. Und er hat gesagt, mach die Situation so, damit sie sich nicht einmal mehr erinnern können, dass ich sie getötet habe. Und dann sind sie einfach aufgestanden, so wie vom Schlaf.
So, und Parushurama ist ein spezieller Avatar, sehr machtvoll. Keshavadrita Rama Sharira, Jaya Jagadisha Hare. Yes. That is out of, that is your avatara. Kesha, das avatar, one avatar. Keshavadrita Rama Sharira, Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Says this Ram. So, das ist der Ram, Parushurama. So, jetzt ist Parushurama in den Wald gegangen und ein König in der Dynastie, er hat Kraft gekriegt von Tattva. So he is having, one Sahasrabahu, thousands of hands. Big, powerful Kartavijyoja. Und da gibt der Kartavijaja, der hat tausende von Händen. Er ist einmal hingegangen zu dem Ashram von Jamadarishi. Also der hat nicht viel, der erhaltet sich nur von der Surabhi-Kuh, von der heiligen Kuh. Aber er hat dann immer Möglichkeit gehabt, dass er eben die alle bedienen hat können durch die Kamadenu-Kuh, die glücksverheißende Kuh. Der hat alles Hospital, alles organisiert. Und der König hat dann nachgefragt, oh, wie ist das möglich, dass du so armer, also du hast nicht viel, aber wie kannst du all die Dinge uns auftischen und geben und uns versorgen? Und dann hat er gesagt, okay, er hat die Kuh, die was ihm alles geben kann. Und nachher sagt er, na, du brauchst die Kuh ja eigentlich nicht wirklich, du hast vielleicht so einen kleinen Ashram. Ich habe ein Königreich, mir ist das wichtig. Und dann wollte er die Kuh haben, der König, aber er hat gesagt, na, du kannst sie nicht haben. Aber nachher hat er sie gestohlen. Also er hat sie dann mitgenommen, die Surabhi-Kuh. Und nachher ist Parushurama gegangen und hat zum Beispiel, so wie du Bananenbäume abschlagst mit der Machete, so hat er alle Tausende von Tausende Hände abgeschlagen von Kartavijaya. Also es ist in Mahishpatipur in Südindien. Und alle Soldaten, die sind auch gestorben. This way actually, big problem. After that, all the sons of, of Kartavijaya Arjuna, so all die Söhne von Kartavijaya Arjuna, they not present there, maybe. So after that, they come back to take revenge. Die sind dann zurückgekommen, um Rache zu zeigen. Wieder in Ashram zu ihm. Parushurama war aber zu der Zeit im Wald, als irgendwelche Gründe. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Kopf abgeschlagen vom Jagmadagni Rishi. Und die Mutter Renuka, die hat geweint, oh Ram, oh Ram. Und Parushurama hat da Yoga Vibhuti, yogische Kräfte. How Parushurama can understand that mother calling? So wie hat er jetzt verstanden? Eben, du kannst die Frage stellen, wie hat er seine Mutter schreien gehört? Weil er eben yogische Kräfte hat und er kann das hören. Also das ist Yoga Vibhuti. Die können von der Distanz weit weg können das sehen und hören. Und dann ist Ram sofort dorthin gelaufen und dann hat er vorgefunden, dass eben der Vater jetzt tot war und die Mutter weinend, oh Ram, oh Ram, oh Ram. 21 Mal hat sie das gesagt, oh Ram, oh Ram, oh Ram. Then, you see, Parshuram come back
Mother crying this way, oh Parushurama, oh Parushurama. 21 times. So Parushurama wanted to make this world free of Kshatriya. So, dann wollte eben Parushurama die Welt frei machen von den Kshatriyas. Der war so eingestellt worden. So 21 Generationen hat er dann alle Söhne von Katha Arjuna getötet. Und mit dem Kopf von all den Soldaten hat er dann einen Hügel gemacht. Also 21 Mal. This way you see, you are now here actually. So from, now you see, from Gandhi, Vishwamitra took birth. Und vom Gandhi ist Vishwamitra geboren worden. Vishwamitra from Gandhi. So Vishwamitra is just like, Kshatriya. Vishwamitra ist wie ein Kshatriya, weil sie eben die Medizin getauscht haben. Vishwamitra Janmohan, and Vishwamitra actually, out of his Tattva, he became Brahman. Und Vishwamitra durch seine Entsagungen heraus und Tattva ist er eben zum Brahmana geworden. Vom Kshatriya hat er zum Brahmana gewechselt. Also da ist eine lange Geschichte dahinter. Vishwamitra Entsagung gemacht hat, auf sich genommen. Und dort war ein kraftvoller Rishi, Vasishta Muni. That's why Vishwamitra was doing bhajan and sometimes approaching Vasishta Muni, please you accept me as Brahmarshi. You accept me as Brahmarshi, but you accept me as Brahmarshi. But actually, Vasishta Muni each and every time speaking, now not the time when I can accept you as Brahmarshi. Why? Why no? Now it is Also jetzt ist nicht die Zeit, wo du als Brahmarishi akzeptieren kann. When time can come, I can accept it. Every time. So the Vishwamitra Muni very angry. So Vishwamitra ist dann sehr ärgerlich geworden und hat gesagt, er hat mir kein Zertifikat gegeben. Er akzeptiert mich nicht als Brahmarishi, vielleicht irgendein Neid ist da, aber Vasishta Muni hat gesprochen, jetzt ist nicht die Zeit richtig, wo du das akzeptieren kannst. Und eines Tages ist dann Vishwamitra so ärgerlich geworden und hat gesagt, er tötet jetzt all die 100 Söhne von Vasishta Muni, hat aber doch keine Angst und nichts gesagt. Weil Vasishta Muni macht ein schönes Bhajan. Und eines Tages in der Nacht, im Geheimen, ist Vishwamitra gekommen, um jetzt Vasishta Muni zu töten. So, er ist im Versteckten gestanden, hinterm Baum, sodass er dann, wenn er die Chance kriegt, töten kann. Und in der Zwischenzeit ist Vasishta Muni mit seiner Frau gesessen und hat die Kraft, über die Kräfte gesprochen von Vishwamitra. Also Vasishta Muni hat gesprochen, oh Devi, oh meine Frau. You see the moonlight now, today night, you see so powerful moonlight. Siehst du heute das Mondlicht? Es ist so wie Vishwamitra Muni. Sein Bhajan ist so machtvoll, das kann man vergleichen mit dem Mondlicht zum Vollmond. Also so hat dann gelobt.
Und Vishwamitra hat sich gedacht, oh, er hat gar keine schlechten Gedanken gegen mich, oh, ich habe einen Fehler begangen. Und jetzt muss ich gehen und mich entschuldigen. Und am nächsten Tag kommt er zu seinen Lotusfüßen und sagt, oh, bitte vergib mir, ich habe nicht realisiert, wer du bist. Ich habe mir gedacht, aus auf Neid, ohne dass du mir den Titel gibst. So, ich bitte um Vergebung. Vasishtha Muni hat dann gelacht. Und heute hat er dann gesagt, von heute an akzeptiere ich die als Brahma Rishi. So, ich gebe dir das Zertifikat. Und die ganze Welt hat gelacht. So, das ist die Kraft von Vasishtha Muni. So vom Gadi ist der Vasishtha Vishwamitra gekommen und raus aus seiner Entsagung hat er den Titel Brahma Rishi gekriegt und ist zum Brahmana geworden. Ajigartha is Sunasep, praying, Prajasadeva stopped. I was praying and got free. But Vishwamitra, accepted him as his own son, Sunasep. And Vishwamitra giving order to all other sons, Sunasep is your, So Vishwamitra, because I accepted him as my elder son. So you will have to obey. So some of them obeying, some of them know why we cannot accept him as our elder. He is nothing, I have no relation. Then Vishwamitra become very angry. So Vishwamitra ist ärgerlich geworden und hat gesagt, ihr alle bekommt zum Lectures, Muslims, zu den Familienmitgliedern. So auf dem Weg ist Vishwamitra also es sind andere Söhne sind auch da. Orochi in der Dynastie ist auch noch. Er hat aber keine Zeit, das alles wieder zu diskutieren. Da gibt es eine ganze Liste von den Vorkommen. Vorfahren. So Rochi, ein König in der Dynastie, Roji killed all, Dana, actually Asura, Dana, and helped, to give Indra Maharaj back this heavenly kingdom. Also der hilft jetzt Indra Maharaj, um sein himmlisches Reich zurückzukehren. And give Indra Maharaj back because this heavenly planet was weil die himmlischen Planeten, die sind gestohlen worden von Indra. So Indra wollte das Svargapuri geben zu Rochi als eine Donation. Und nachdem das es genommen hat, hat Indra gesagt, okay, du kannst die Kontrolle über die himmlischen Planeten übernehmen. Aber dann haben die Söhne von Rochi, die haben aufgezeigt, oh, unser Vater. So, wir haben das Recht, das Eigentum zu kriegen. Aber Indra Maharaj hat das nicht erlaubt. Er hat gesagt, ihr habt das dem Vater gegeben und nicht euch. So, die Söhne sind jetzt ärgerlich, aber Indra wollte es wieder zurückkriegen. So, die Söhne wollen aber den himmlischen Planeten nicht mehr zurückgeben zum Indra. Nachher unter der Führung von Brihaspati haben sie ein Yajna angefangen, das ist im Atarpa Veda geschrieben, was du machen kannst, um andere zu töten. Es ist sehr gefährlich. Gibt es auch Yajnas. Jetzt momentan gibt es auch Möglichkeiten durch Mantras und Tantra, wo du, wenn du die aussprichst, durch schwarze Magie, kannst du Leute auch töten, umbringen.
Also die werden aber durch die Anwendung von den Dingen nur runter und runter gehen. Die was zum Beispiel Rache zeigen wollen an anderen, die versuchen, anderen Schwierigkeiten zu bringen durch die schwarze Magie. Also das ist sehr gefährlich. Das Mantra und Tantra. Also die haben jetzt eben so ein Mantra, so ein Yajna ausgeführt, so wie zum Beispiel Meghanad, der Sohn, der wollte auch so ein Yajna ausführen, um Ram und Lakshman zu töten. Also da gibt es gewisse Mantras, beschrieben in den Schriften. So er hat es ganz leicht dann gekriegt und hat wieder die Kontrolle über Svarga wieder Krieg übernommen. Und da ist jetzt Nahush, das ist ein anderer König in der Dynastie vom Mondgott Chandravamsa. Und der Nahush hat auch geholfen im Indra während dem Kampf von den Asuras und die Devatas. But anyway, Nahus actually, when actually a big problem here, somehow Indra Maharaj was bound to go away from Sarga, heavenly kingdom. So Indra Maharaj ist gebunden gewesen, vom Svarga, von dem himmlischen Leben wegzugehen, weil er dann Fehler gemacht zu Agastya Muni. Agastya Muni hat ihm ein Gelande gegeben, aber der Indra hat das Gelande dann über den Elefanten gehängt. Und somit hat dann Indra all sein ganzes Reichtum und alles verloren. Das ist ganz ein normaler Mann wieder geworden. Er hat das Himmelreich verlassen müssen. Und Nahus, der König, der hat ihm jetzt die Chance gehabt, dass er für eine gewisse Zeit das himmlische Reich regieren kann. Für die Zeit, wo ihm Indra jetzt weg war. Aber Nahus, der ist dann verrückt worden und hat gesprochen, oh, ich handle als der Indra von Svarga. So deswegen habe ich auch das Recht jetzt auf Sachi Devi, die Frau von Indra. Und alle sagen, oh, wie ist das möglich? Also sie sagen, du sollst nicht so sprechen. Und er sagt, na, ich handle ja wie Indra. Also ich möchte auch die Sachi mit mir haben. Und Sachi Devi hat dann auch Angst gekriegt, die Frau vom Indra, und hat sich gewendet an Brahma, was sie machen soll und was nicht. Zum Brahaspati, zum Gurudev. Hat gesagt, oh, das ist das Problem. Was? Und Brahaspati hat darüber nachgedacht, wie man das klären kann, das Problem. Okay, wenn ich an Medizin gehe, dann kann ich das Problem taktvoll beseitigen. So Brahaspati, der Gurudev, sagt zu ihr, okay, Sachi, du gehst zurück. Und wenn Nahush jetzt kommt und sagt, okay, ich werde dir dienen wie Ehemann, Frau, aber nur wenn du zu mir kommst mit dem Palanquin, und der Palanquin, das soll gebracht werden von all den Rishis und Weisen. So die sollen dein Palanquin tragen. So nur dann, wenn du das machst, dann kann ich dir Dienst darbringen. Und Nahus, der hat seine Geduld verloren. Das ist eben so, wenn Lust in unser Herz kommt, nachher wird der Mann blind. Chaitanya Charitamrita Sikmari Siddhanta. Kama is like, Kama andatamo.
Also die Lust, der macht dich blind. Prema is light. So this way, actually, he was treated by Brihaspati but couldn't realize this point. So now engage Agastha and so many rishis. Hey, take my plank queen and I like to go to Queen. Und er hat dann wirklich gesagt zu den Rishis, dass sie ihn tragen sollen mit dem Palanquin und sie sollen ihn zu der Tür vor der Sachi bringen. Und er sagt dann zu den Rishis und zu den Weisen, er hat einen Fuß heraushängen, aus dem Palanquin und berührt den Kopf vom Agishtamuni und sagt, geh schneller, geh schneller, geh schneller. So mit dem Fuß berührt er den Kopf. Also normalerweise, das sind große Rishis. Und wir haben normalerweise Angst, vor dir zu treten. Und Agastya-Muni, der ist dann ärgerlich geworden und hat gesagt, okay, du sollst zu Bütern werden. Und nachher ist er von dem Palanquin runtergeflogen und ist zu Bütern geworden. Große Bütern. Aber er hat sich eben erinnern können in dem Leben, was er für einen Fehler gemacht hat im letzten Leben. This way, so Nahus, actually Nahus become, Python now. But Nahus before, und so ist jetzt Nahus zu Bütern now worden. he make mistake that he become, but that Nahus, he having his, middle son. His name is So Nahus, der hat einen mittleren Sohn, Yayati. So Yayati, Kanish, actually, actually it is written, that Nahus fall down and become Python, and Nahus is Madhambuddha Jayasi Raja. The middle son of Nahus is Jayati. Also der mittlere Sohn von Nahus, das ist Jayati und der ist König geworden. But Yayati giving order to all Yayati, his younger brothers to take hat control over different corners. Aufgabe verteilt zu den anderen, zu seinen Brüdern hat er es aufteilen lassen, in gewissen Richtungen. Er ist zwar der König gewesen, aber hat alles verteilt. Sukracharya and Vrishaparva, you know Vrishaparva? Sukracharya und Vishwaparva. And Vrishaparva and Sukracharya. So Vishwaparva und Sukracharya. His daughter is, Devjani. Seine Tochter ist Devjani. And the daughter of, Und die Tochter von Vishwaparva Vishwaparva ist Sarveshta. They develop friendship from childhood. They are playing with each other. Also der haben Freundschaft aufgebaut gehabt von der Kindheit. Und jetzt sind sie in den Wald gegangen, um dort durch den Wald zu streifen und wollten dann in einem schönen See dort baden gehen, das Leben vergnügen, sich im Leben vergnügen. Und haben dann die Kleider auf die Seiten gelegt und sind im Wald baden gegangen, im See. Und in der Zwischenzeit haben sie Shankar, Bhagavan und Parvati gesehen. Die sind vor ihr gekommen und die haben Angst gekriegt und nachher haben sie ganz schnell die Kleidung angezogen wieder. Und sie haben in der Eile nicht identifizieren können. Somit ist die Kleidung jetzt verteilt worden. Er hat die Kleidung von der Frau genommen. Die beiden sind dann ärgerlich geworden. Also hat sie gesagt, wie ist es möglich, dass du bist so wie ein Hund, warum nimmst du meine Kleidung? Und der große Kampf hat stattgefunden.
Und die kämpfen miteinander. What to do is fighting so heavily, then throw Devjani into a well, blind well. Und dann hat die Devjani in einen ausgetrockneten Brunnen gehauen. Und der andere ist dann zurückgekommen. Und Devjani, das ist ein Wald und keiner ist jetzt da, um mir zu helfen. So sie wartet und wartet, oh. Yayati, actually, und dann eines Tages kommt Yayati, der wandert durch den Wald zum Jagen. Und die Devjani, die hat dann einen Klang gehört. Oh, Hilfe, hilf mir, beschütz mich. So also der Yayati, der wollte Wasser holen und er hat dann gesehen, dass die Frau da unten im Brunnen ist. Und die Devjani hat geweint, oh König, bitte schütz mich. Ansonsten werde ich bald mein Leben verlassen. Und der König aus seiner Barmherzigkeit raus hat die Hand genommen und sie rausgezogen. Nachdem wo Devjani befreit war, nachher nimmt sie auch wieder seine Hand. Und das ist eben in die Vedas, wenn du die Hand von einer Frau nimmst, nachher musst du sie als die Frau annehmen. Das ist eine vedische Regel, das nennt sich Panigram. Also wenn der Mann die Frau nimmt bei der Hand, bedeutet das, dass du die Frau annehmen musst jetzt. Brahmin, you are Sukra, you daughter of Sukracharya. I am Kshatriya, it's not possible. Man sagt, oh, ich bin die Tochter von einem Brahman, du bist Kshatriya. It is actually the curse of Kacha. Und da war eben der Fluch von Sohn von Brahaspati. Der ist gekommen in dem Haus von Gurudev in seinem Ashram, über den Amrita Sanjivani zu hören. So Devjani ist auch in Liebe gefallen mit dem Kacha, aber Kacha ist nicht bereit gewesen, sie zu heiraten. Und der Kacha hat sie dann verflucht und er ist ja. So da ist eben auch verflucht, dass kein Brahmana die heiraten kann. Und deswegen ist sie gebunden gewesen. Wenn Devjani dann zurückgekommen ist zu ihrem Haus, und hat sie für ihren Vater geweint, oh Vater, ich wäre fast gestorben. Oh, was ist passiert, fragt der Sukacharya. You see, this is a treatment, so much audacity. There's this kind of treatment given by the daughter of, King Vishwakarma. I can go and ask King. Oh, er sagt, das sind ihm die Folgen von how your daughter, Sarmista, treating, this way. Vishwakarma fall down in the lake. Gurudev said, I am going away from your kingdom. I am not going to. Gurudev hat gesagt, ja, ich gehe weg von deinem Königreich. Und der Fehler ist passiert, was soll man machen? Du musst uns vergeben. Und Gurudev sagt dann, das ist die Frage von der Zufriedenheit von meiner Tochter, ich werde sie fragen. Und der Devjani, das spricht dann, dass das Punishment, das will ich, wenn du mir in der Heirat gibst, dann soll sie kommen und das ganze Leben als meine Dienerin dienen. Das ganze Leben. Stimmst du dem zu?
Und dann sagt er, was soll jetzt? Hat er sich gedacht, was macht er jetzt? Und wo die Hochzeit vorbei war, dann ist die Frau und Mann gegangen. Yayati Raja ist auch zurückgegangen zu seinem Königreich. Und alle kamen dann als die Dienerinnen. Samishta ist die Tochter von einem König. Also das ist eine wichtige Frage. Samishta ist die Tochter von wem? Von Kshatriya. Und Yayati ist auch Kshatriya. So Kshatriya und Kshatriya, die haben Attraktion gegenüber. Warum gibt dann die Katyani den Vorschlag, dass Samishta kommen kann und als mein Diener dienen soll und Sukracharya die Kondition geben, dass immer kannst du ihm nicht die Gemeinschaft geben. Pass auf. Ansonsten kann ich die verfluchen. Und dann denkt sie sich, oh, die Attraktion von Maya, das ist immer da. Und eines Tages ist die Devyani nicht da gewesen. Und sie sagt dann, du weißt vom Herzen, dass ich die Tochter vom König bin, aber sie bringt mir als Dienerin. So bitte gib mir deine Gemeinschaft. Und bei der Gemeinschaft sind auch 2 oder 3 Söhne geboren worden. Und Devyani ist dann auch wieder ärgerlich geworden und ist dann zurückgegangen zum Vater wieder und hat wieder geweint und hat gesagt, dein Schwiegersohn und mein Mann, die Kondition war das, dass er kein Recht hat, mit ihr, mit der Samishta in Kontakt zu kommen. Und Sukracharya hat ihn dann verflucht, dass das Schwiegersohn ins Alter kommen kann. Und dann ist er ganz, ganz alt worden. Und sie ist dann zurückgekommen und hat gesehen, sie hat jetzt ganz einen alten Ehemann. So, das ist auch ein nice Siddhanta. Wenn ein Mann also Tag für Tag älter wird, das bedeutet nicht, dass er das Herz ändert. So, wenn du in deinem Herzen Karma tragst, Lust, dann ist das kein Faktor, dass du jetzt erfahren bist und Senior bist. In der materiellen Welt, da findet man einen schönen Dialog. So, wir sagen zum Beispiel, dass diejenigen, die was älter sind, denen müssen wir Ehre geben. Aber das ist nicht die Regel im spirituellen Leben. Jeder gibt zum Beispiel Respekt zum Sukadev Goswami, der ist nur 16 Jahre. Und die Sages, die Weißen, das sind Tausende von Jahren. Aber die bringen ihm alle Ehrerbietungen dar. So, wie ist das möglich? So diejenigen, die was älter sind, dass denen Vorrang geben soll, das gilt nur in der materiellen Gesellschaft. Das können die so haben, aber in der spirituellen Gesellschaft ist das nicht so. And Devjani crying is also a negative point for me. Also negative point for me, my husband become old age. So sie sagt ihm, jetzt habe ich auch einen negativen Punkt, jetzt ist mein Mann so alt, ich kann nicht mehr im Kontakt sein mit ihm. Und nachdem betet jetzt Yayati wieder vom Sukracharya. Oh, du hast mich verflucht, aber das ist auch ein negativer Punkt für deine Tochter.
So Sukracharya, bitte find eine Lösung. So wenn jemand das Alter wechseln will mit dir, ein junges Alter gegen das Alte, nachher kann es erlauben. Und Yayati hat dann all seine Söhne gefragt, oh, ich bin immer noch nicht glücklich, weil ich eben den Fluch von Sukracharya bin ich so alt worden, aber mein Herz ist immer noch nicht rein, also ich will immer noch mehr Vergnügen und mehr Vergnügen. So, was für Wunsch kann man da erfüllen? Ja, ich möchte meinen alten Körper mit eurem Jungen austauschen. So, als erstes sind sie zu Sadhu gegangen. Und Sadhu hat gesagt, na, auf keinen Fall. Und er sagt, ja, ich bin ja dein Vater. Du hast die Möglichkeit, mir das zu erfüllen. Er sagt, okay, ich kann alles machen, aber das kann ich nicht erfüllen. Und er war nicht bereit. Also kein Sohn war bereit. Aber Puru, der Jüngste, der hat das Austausch, sein junges Leben mit ihm. Und nachher hat er so auf die Weise sein junges Leben wieder zurückgekriegt. So, da ist jetzt auch ein wichtiges Siddhanta dahinter. So, heute fangen wir mit dem 10. Kanto an. Jadu denies his father. No, I am not ready. Whereas in Bhagavatam you can say the full glories of Jadu. How possible? He disobeys his father. Avoid his father. What is the Siddhanta? Jadu is very clever. Also Yadu, der war ein großer Devotee. Also wenn der Vater den Vorschlag gemacht hat vor ihm, dann hat er sich entschieden, das nicht zu akzeptieren. Weil eben ein Leben, das ist ganz kurz. So wer hat die Möglichkeit, die höchste Persönlichkeit zu verehren in dem Leben. So wenn ich jetzt alt wäre, dann kann die höchsten Person nicht mehr dienen. So jetzt in dem Alter habe ich die Möglichkeit, aber später nicht. So in der Beziehung, dass er in dem Verständnis, dass er im Dienst zum höchsten Herrn leisten will, hat er das gesagt zu seinem Vater, dass er es nicht geben kann. So die ganze Gesellschaft kann Jadu kritisieren, dass er eben nicht den Wunsch erfüllt hat vom Vater. Aber in Wirklichkeit kriegt er große Ehre im Srimad Bhagavatam, weil er eben der höchsten Persönlichkeit dienen wollte. So many incidents here actually. In this Puru Vangsha. Puru, you know, I already told who is Puru. So Puru was, blessed by, also der Puru, der was ihm da jetzt gesegnet worden ist, dann vom Jadu. In dem Namen vom Jadu sind wir stolz zu sagen, O Jadumuni, Yaduvamsa. Also wenn wir Krishna glorifizieren, dann sagen wir Yaduvamsa Mani. Also da geben wir der Ehre zu Yaduvamsa. Aber in Puruvamsa, nachdem er jetzt eben der Vater sich vergnügt hat, mit dem jungen Körper, und nachher hat er später das junge Alter wieder zurückgegeben zu Puru, weil er eben jetzt realisiert hat, die Wertlosigkeit von dem Vergnügen. Und jetzt spricht er über seine Geschichte, philosophisch, dass der Jani eine gewisse Entsagung erreicht, weil er hat die Entsagung jetzt schon eben erreicht.
Also Dushanta Raja, ein König in der Monddynastie, der ist einmal im Wald gereist, wo sie mit ihren Soldaten sind sie dort gewesen. Also die sind dann zum Kandamunis Ashram gekommen und dort hat der Dushanta Raja, wenn er gekommen ist, um Wasser und Prasadam zu sich nehmen, hat er eine schöne Tochter dort vorgefunden. Oh, wer bist du? Ich bin sehr erfreut, dich zu sehen. Und ihr Name war Sakuntala. Und Vishwamitra hat die Gemeinschaft auch gehabt von der Menaka und die haben durch das Geburt gegeben zu der Sakuntala. Und die Sakuntala hat im Wald gelebt und geschützt worden ist bei all die Vögel. Und somit hat er jetzt im Wald die Tochter gesehen. So, der Kandamuni, der ist auswärts gegangen, der was auf die aufpasst hast, und nachher ist der andere Rishi gekommen und der hat sich dann angezogen gefühlt. Sie sagt aber dann, warum bin ich angezogen bei dir? Also sprich deine Identität aus. Und haben sie sich zusammengetan, sie haben geheiratet. Der Dushanta Raja hat die Sakuntala geheiratet. Das ist Gandharva. Radha Govinda also married with Gandharva. That's why Guru Gonam Gandharvika. Radharani, we see. Gandharva Pasidiyo. Gandharva und Raksha gibt es viele Arten von Hochzeit. Rakshas, das ist wie Krishna Rukmini geheiratet hat. And this way, Sakuntala, Dushanta Raja married Sakuntala. Und Dushanta Raja hat jetzt die Sakuntala geheiratet und sie sind zusammen gewesen. Und Sakuntala hat Geburt gegeben zu einem machtvollen Jungen. Das ist Bharat, ist ein anderer Bharat wie vom vorher. Und Bharat, der kleine Junge, der ist so machtvoll, dass er in der spielvollen Stimmung, der nimmt den Löwen und den Schwanz vom Löwen und schupft ihn weg. Der ist so kraftvoll. Bei dem Ratschlag von Kanarishi, wenn Kanarishi zugekommen ist, hat er alles im Detail gesprochen, dass ich mache nichts falsch. Der König hat mich geheiratet und Kandamuni hat sich entschieden, du musst zu dem Palast vom König gehen und nimmst dein Kind Bharat mit dir. Und wenn du dann zu dem König gehst und vor alle dann sprichst, oh, ich bin deine Frau und er ist dein Kind. Und der König sagt, aber das ist nicht möglich, weil er Angst gehabt hat, dass das in der Gesellschaft, die können mich missverstehen. Und dann hat er eine Stimme gehört, nein, sag nicht, sie ist deine Frau und der Sohn ist dein Sohn. Und nachher hat der König das akzeptiert. Und Sakuntala hat dann angefangen, mit ihm dort zu wohnen. So Bharat hat dann die ganze Welt regiert. So this way actually, now the question of Mamata and Brihaspati coming, I don't like to discuss in details. And there's big, now I come in their destiny, this, heretical factor. Rantidev, jetzt kommen wir zur Destiny vom Rantidev. Most powerful the king is so merciful, always praying to Supreme Lord of Prabhu. Also betet einmal zum
zum höchsten Herrn und er betet so zum höchsten Herrn, dass er alles Leid von der ganzen Welt auf sich nehmen will. Also ich möchte alle Seelen, ich möchte deren Schuld alles auf mich nehmen und möchte alle befreien. So nach dem Yadu, er spricht dem 1902 Siddhanta, no yatu kamaha kamanam upabhogena sammati havisha krishna vatmevo bhuyo eva vivardate no yatu kamaha kamanam upabhogena sammati. Also im Beginn hat er schon gesprochen, warum jeder miteinander jeden verflucht. So auf keinen Fall kannst du frei werden von Karma. No solution. In your life you cannot get no solution at all. No solution. If you think I can enjoy very heavily, then I can lose. Also du hast im Leben keine Möglichkeit frei zu werden von einem Karma. Und du denkst dir, dass ich so viel mir vergnügen werde, dass ich dann frei werde. Also dumme materielle Leute, die denken so, jetzt bin ich jung, jetzt leb doch die junge Jahre aus und vergnüg dich, du kannst doch später Bhajan machen. Your karma can never be counterbalanced. Aber dein Karma, das kann nicht durch anderes Karma counterbalanced werden. Weil im Yajna, also wenn du zum Beispiel Ghee reingibst ins Yajna, ins Feuer, und nachher wird das Feuer nur größer, wenn du mehr Ghee reingibst. Going down, then you can give clarified fire, butter. Swaha, then the fire become more high. Und so wird das Feuer erhöht, wenn du mehr Ghee reingibst. So wie ist es möglich, dass du dann erwartest, dass du das Feuer auslöschst, indem du mehr und mehr Ghee raufgibst? So, das ist nicht möglich. Und das Siddhanta, was er jetzt sagt, für das sollen wir uns auch erinnern, Leben für Leben. Baba said, sometimes, somewhere, it is written. Balavan Indriya Grama Vidyan Somapi Karsati. Those who are big Jnani, wise men, also they sometimes also die, was große weise Jnanis sein, die verlieren eben auch ihre Geduld manchmal. Also bleib niemals in einem einsamen Ort mit der Mutter, mit der Schwester oder mit irgendjemandem. Das ist eine ganz strikte Anweisung von Shastra. Wir sind nicht Chitendriya, die was die Sinne kontrollieren. Eines Tages hat Srila Prabhupada einen Dienst gemacht in der Bücherei und der Formel hat er vorgefunden, dass seine ältere Schwester reingekommen ist. Das ist schon viel älter. Ohne Erlaubnis ist sie reingekommen. Und er hat dann gerufen, keiner ist da, sie aufzuhalten. Und der Brahmacharya hat dann gesagt, er hat dann ihm gesegnet, dass so eine alte Schwester reingekommen ist, irgendwas zu sprechen zu ihm. Aber Srila Bhaktisiddhanta ist aufgeregt worden. Und was sollen wir dabei sehen? Das, was wir zum Lernen haben von Srila Prabhupada.
So, das ist der einzigste, alles was wir lernen, müssen wir lernen von Srila Prabhupada. Ansonsten verlierst du dein Bhajan. Also du kannst nicht allein in einem Zimmer sein mit der Frau, mit der Schwester oder irgendwas. Nachdem du Bhagavatam hörst, nachher musst du die kontrollieren. Ansonsten brauchst du gar nicht zu ihm kommen. Wenn du das hörst alles und dann du brauchst gar nicht zu ihm gehen. So, weil große Yogis und Rishis, Brihaspati sogar, die haben die Geduld verloren in den Fällen. So, es sind so viele Beispiele, was eben da aufgezeigt wird. So, nur wenn die Dunkelheit da ist, dann kannst du erkennen das Licht. So, alles, was eben gegeben ist im Bhagavatam, das ist zum Wachsen für unsere Entsagung. So. So alles ist okay. Directly or online, indirectly, or you see, directly or indirectly, everything, happening by the ways of Krishna. If you say Mayadevi doing, Mayadevi where from Mayadevi coming, Mayadevi also coming from Krishna. So anyway, anything happening, directly or indirectly. So alles direkt oder indirekt. Das ist alles beim Willen von Krishna. Sogar jedes Blatt im Baum, das kann sich nicht bewegen, wenn Krishna es nicht will. Do his own function. A leaf. Photosynthesis, one leaf, doing sunlight, doing everything. So without, the desire of Krishna is there. And Annayati Rekabhyam, directly or indirectly, all done. In starting and starting. Yanma adasu yatuanmya itarascharta savigyo sarato. I already told. So am Anfang hat das schon gesagt. And also, Achinta Vedavet Tattva, you must remember. Und Achinta Beda Tattva, das ist auch wichtig zu erinnern. Das Tattva. Finally, you will have to realize the Advaita Tattva. Be careful. Und im Finale musst du dann realisieren, so that you can grow some dirty attitude inside your heart. Das Advaita-Gyan-Tattva, das ist nicht dazu da, damit mir irgendwelche schmutzigen Gedanken entwickelt bei dem Hören, weil nichts Schlechtes im Srimad Bhagavatam ist. Ultimativ musst du hören, musst du das verstehen, das Advaita-Gyan-Tattva. Also alles ist gleich und verschieden. So, das ist eine wunderbare Ansicht. So, wenn du die Energie vom Gurudev kriegst, dann kannst du dich ganz leicht befreien von der Maya. Und du musst das Srimad Bhagavatam so sehen, damit alles arrangiert ist beim höchsten Herrn. So, das Srimad Bhagavatam ist makellos. Alles, was du da findest, die reinen Devotis, die denken immer so, was passiert, was in der Zukunft passiert oder was. Das ist alles bei dem Wunsch von Krishna. Keine Reaktion fühle ich selber. Weil ultimativ haben wir das Advaita-Gyan-Tattva zu realisieren. Einmal hat da Srila Prabhupada gefragt, im Jagannath-Tempel, da sind so sexuelle Bilder drinnen. So, warum sind die Bilder drinnen? Dann sagt Srila Prabhupada, na, das ist gut. Und dann, warum? Wie? So, Jagannath. Wie kommt der Name Jagannath? Jagannath. Also Jagannath, der Herr vom Ganzen, von allen Universum. Da ist er ist der König von allen Universen, Jagannath. Und Jagannath will die eben durch das in Maya bringen. Und er sagt somit auch durch die Bilder im Tempel, prüft die Jagannath selber, was du willst, ob du das willst oder ob du ihn willst. Und somit hat Srila Bhaktisiddhanta gesagt, das ist richtig so, das ist gut so. All diejenigen, was materielle Anhaftung sind, die werden auf das schauen und die haben keine Möglichkeit, in den Tempel einzutreten und wirklich Jagannath zu sein. Die denken sich, wenn sie Jagannath sehen, der hat keine Füße, keine Hände, sind als dumme Leute. Und die sehen die Bilder und Skulpturen im Jagannath-Tempel.
Also das sind alles materialistisch eingestellte Leute, die denken sich, oh, das ist sehr schön, das ist sehr gut. Aber im Tempel haben sie keine Chance, wirklich Jagannath zu sehen. Sie schauen dann auf Jagannath und sehen, er hat keine Hände, keine Füße und er kann nicht sprechen, er ist nur so eine Holzfigur. Deswegen, eben Jagannath will einen Idioten aus dir machen. Deswegen seien die Bilder vor dem Tempel. Also die reinen Devotees, der kann niemals in Maya geraten. Also es ist nicht möglich. So. I discuss all this point. So how you can develop detachment? From top to bottom, Prabhupada speaking, so wie man eben Entsagung kriegen kann. Das ist alles da, um direkte Realisationen zu kriegen. So, du kannst jetzt sagen, Rishis machen Fehler und dann kann ich auch Fehler machen, aber die Rishis machen keine Fehler. Es ist nur, um uns aufzuzeigen. Die handeln nur so, um uns aufzuzeigen, damit wir sehen, was richtig und falsch ist und richtig handeln. Und jetzt kommen wir zum Rantidev, zum König Rantidev. Und Rantidev betet zum Höchsten Herrn, oh, my Lord, bitte segne mich. So dass all das Leid vor allen Seelen verschwindet und alles nimm mir auf mich. Genau dasselbe passiert einem Lila von Chaitanya Mahaprabhu. So Vasudev Ghosh, der hat da gebetet auf die Art und Weise im Chaitanya Lila. Oh, bitte gib mir das ganze Leid von allen Seelen in den Universen. Übernimm das von mir, mach sie bitte frei. Übernimm alles für sie. Die sind alle in der verstrickten Auffassung. So, Krishna ist kein Arma, es sind unzählige Universen da. So, du fragst jetzt für all die Seelen in dem Brahmanda, in dem Universum. So, du hast das verlangt, so das ist jetzt auch schon passiert. Zum Beispiel Fig. Small, fruit. There, they also make sabji also, and dumur is a jagya. And we also, out of the wood, we make jagya. Also dieser Baum, wo aus dem Holz, der macht Yagyas. So, Krishna was saying, das Holz wird verwendet für Yagyas. So, und in dem Baum sind viele, viele unzählige Früchte. So, wenn da eine Frucht nicht da ist nachher, so warum bringt die Krishna in Schwierigkeiten? So von Vasudev hat der Chaitanya Mahaprabhu gesagt, warum bringt Krishna in Schwierigkeiten? Krishna ist nicht schwach, so dass er all das Leid an dir geben kann und nachher kann er dich frei machen. So, wenn du bittest, du bist ein großer Devotee, dann kann Krishna es sofort geben. That here, you see, this Rantidev is so powerful doing bhajan, he cannot tolerate any jivatma suffering. So, Rantidev, der kann es ja nicht tolerieren, dass irgendwas Seele in der Welt leidet. Someday Rantidev was put into testing. So manchmal ist Rantidev so getestet worden, einmal. Der Rishi, der hat ihn getestet. Der hat also für lange Zeit ist er im Wald gewesen und hat dort nichts für 22 Tage durchgehend und dort hat er gefastet. Und nachher zum Schluss hat er einen Teller mit Prasadam gekriegt, mit Reis, Dal und Chatu und Gram. Grind. Everything there, some molasses, gur, Ein bisschen Zucker, Gur, Molasse
Aber was macht er? Er teilt alles auf jetzt zwischen seiner Frau, seinem Mann, aber wer ein Kind ist eine schwarze Persönlichkeit und er sagt zu ihm, oh, also ich bin sehr durstig, ich bin sehr durstig. Und nachher hat er ihm das zu essen gegeben und nachher hat er einen Rest gehabt, noch das Chatu und das Glas zum Trinken. Nachher sagt er, okay, das ist diese Arrangierung von Krishna, so jetzt teile ich das zwischen meiner Frau, meine Kinder und mir auf. Und nachher kommt wieder wer, oh, also ich bin sehr durstig, ich bin sehr durstig. Und hat er wieder das hergeben und hat jetzt nochmal das Chatu oder das Wasser übrig. Und denkt sich wieder, oh, das ist die Arrangierung von Krishna, dann trinke ich halt gleich Wasser. Und dann, was macht er? Also dann kommt eine untere Klasse, so ein Chandala, so Hundeesser. Der sagt zu ihm, oh, ich bin sehr durstig, ich bin sehr durstig. Kannst du mal Wasser geben? Und er sagt, okay, du bist durstig, dann gib dir was. Und dann ist nichts mehr übrig. Und der Chandala, der ist gegangen. Und Rantidev hat nach oben geschaut mit gefalteten Händen und hat sich gedacht, oh, auf die Art und Weise sollst du mir Dienst geben, weil ich die überall in alle Seelen sehe. So, du hast mir jetzt die Möglichkeit gegeben, dir zu dienen, weil überall bist du. Bist du da? Wer ist Rantidev? Wer ist Urvashi? Wer ist Menaka? Wer ist Vishwamitra? So Rantidev zeigt es uns aus. Überall in jeder Seele findest du vor die höchste Person. I am putting nice question before you. Already I asked this question long ago, I think. In Jambu, when I go to Jambu, they also put this question. In front of your godbrother. Godbrother, his God. Your brother, Misraji. He is saying, never in my life I hear this kind of thing. All the way hearing Harikatha, passing this kind of... I was wondering, how possible? He said, in my whole life I never hear this kind of Siddhanta. He is a professor of Jambu College. Love me very much. Maharaj, I never hear. I don't know. Why you don't hear? I asked him one question. Can you speak? Hat ihm die Frage gestellt. Mr. Can you speak me? Das war Universitätsprofessor, denen hat er die Frage gestellt, warum Bharat Maharaj nicht erfolgreich war, aber Rantidev war erfolgreich. So, der Bhajan-Vorgang vom Rantidev ist niedriger, so kannst du sprechen über das. So, ich habe ihm die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass Rantidev eben erfolgreich war und Bharat Maharaj war nicht erfolgreich. So er war gebunden, dass er Geburt nimmt als Reh. So dann haben sie gesagt, sie wissen nicht. So die einzigste Frage, die Antwort ist, dass im Rantidev alles in der Welt mit Beziehung zu Krishna sieht. Aber Bharat Maharaj hat es vergessen. Also Bharat Maharaj hat Tag für Tag den Seva, den Dienst zum Herrn verloren und hat mehr Anhaftung zu dem Reh gekriegt. Rantidev, der macht auch Bhajan, aber es ist ein niedriges Bhajan, das ist Karma Mishra Bhajan. Und von Bharat Maharaj ist Gyan Mishra Bhakti. So Gyan Mishra Bhakti ist viel höher. Aber er hat nicht das Ziel erreicht und der andere schon, weil er eben alles in der Welt in Realisation zu Krishna gesehen hat. So,
er hat schon so viele Mal das Beispiel aufgezeigt, aber wir haben nie die Möglichkeit, das richtig zu verstehen. Er hat dann gesagt, in Form von Duryodhan, wenn Uddhav Maharaj vor ihn kommt, und Duryodhan, er denkt sich, oh, weil Uddhav, der sagt nicht wirklich Dandavat zu Duryodhan, zur dummen, grausigen Persönlichkeit, sondern er sagt Erbietungen im Herz von Duryodhan zu Krishna. So deswegen muss man ganz aufmerksam im ersten Kanto bis zum 9. Kanto hochen und immer wieder durchnehmen. I'm in gist, I'm going to begin. Anyway, I will have to start 10 countries. I'm not going to lose. Shantanu Raja. He is a Shantanu Raja, very, very peaceful Raja. But anyway, Shantanu Raja doing bhajan is, Mathura, Mandal. You can go and find Shantanu. Shanta Maharaj, der hat jetzt im Mathura Mandal, da ist ein Platz, da hat der Bhajan gemacht. Well, actually, Shantanu Raja, from Shantanu Raja, Shantan Raja. This, from Shantanu Raja is getting this, this Bhishma, actually, Bhishma and another Vichitta Bija. Vichitta Bija lose his body, some problem is there, I don't like to discuss in detail. So many topics can come in between. I have no time to discuss. Vichitta Bija. But actually, Bhishmadev took resolution not to marry whole life. Not even mentally I can do the association of women. So he promised in front of our demigods. Those demigods, they are blessing and putting, throwing flower on him. So, die Sache kann er jetzt alle kurz ansprechen, wie Bhishma eben dann das Gelübde angenommen hat von Brahmacharya und alle von den himmlischen Planeten segnen ihn. So das ist eine Geschichte oder Pastimes, die was er ganz kurz jetzt anschneidet. Too much attachment for wife. After that, you see, this way, Dhritarashtra actually from Vichitta Vijaya dying, dying after that, you see, then wife, they are helpless what to do. Then it was that time it was the system. Also zu der Zeit hat es ein System gegeben, Vasudev Goswami ist gerufen worden von seiner Mutter, damit sie ein Kind kriegen. That's the most powerful, Vyasamuni, by the inspiration of Krishna. Vyasamuni, der hat jetzt bei der Inspiration von Krishna Geburt gegeben zu 3 Söhnen. Dhritarashtra, Pandu und Vidura. Also es ist eine lange Diskussion, er ist jetzt nicht darin interessiert, das alles aufzuzählen. So Dhritarashtra ist dann blind worden und Pandu ist auch machtvoll, aber er hat jetzt einmal einen Fehler gemacht, er ist in den Wald gegangen und ist verflucht worden. This way actually, big problem. Then Pandu also get the curse not to get the association of wife. Pandu hat jetzt auch den Fluch gekriegt, dass er keine Gemeinschaft mit seiner Frau hat. Und ist dann gestorben. Und Kunti und Madri so Madri, die zweite Frau, die verlässt den Körper mit dem Ehemann, der springt gar ins Feuer. Aber Kunti Devi wollte ihm zuerst. Wollte aber sie hat es nicht machen können. Und es war das Verlangen von Krishna.
5 sons. Also die haben danach 5 5 Söhne, sons. 2 from Madri Devi. Madri 2 von Madri, but before, actually. also davor, bevor sie jetzt gestorben ist. Madri Devi, when 2 Kinder gehabt. Pandu getting cursed, Und wenn der Bandu verflucht worden ist, von da an ist es verboten worden, so er kann nimmer Madri oder Kunti auf sie zugehen. Und dann hat Madri 2 Kinder gekriegt, 2 Buben, Nakul und Sahadev. Vom Yamaraj hat der Yudhishthira Maharaj gekriegt, von Indra Arjuna, bei der Barmherzigkeit von Bhavandev, Bhima. Und nachdem ist er verflucht worden und hat die Welt verlassen. Und Kunti hat auch, also die erste Frau Kunti, hat sie dann gefragt, oh, versuch nicht, deinen Körper jetzt auch aufzugeben, sondern wer schaut auf die kleinen Kinder? Und nachher sind ihm die Panchapandas jetzt aufgewachsen und Dhritarashtra macht ein Problem durch Yodan, durch Shashan. Die betreiben so viel Politik und die werden geschickt ins Exil. Und das ist Kurukshetra, das was jetzt da stattfindet. Und nachher heiraten jetzt die Pandavas Draupadi. Factors I like to speak, but no time cannot allow. And this way, they bhag, and they in their destiny we can find, Ahuk, from Ahuk, Devak, Ugrasen. 2 parts. From Devak, Devo, and from Ugrasen there is division, Devaki. This way, actually, now Vasudev marry Devaki. So jetzt heiratet Vasudev Devaki. Sur, there are actually 2 branches from this Ahuk. Also da gibt es jetzt 2 Zweigungen. One they become, Kshatriya. Also ein Zweig ist Kshatriyas zu Kshatriyas, wo der andere Zweig zu Vaishyas. And in, this second branch we get, und auf dem zweiten Zweig, Nanda Baba, they are getting, first branch they are getting this way. So da kriegen wir dann Nanda Baba. And this way after that we get, say, I can only, Chandravamsa, I can speak this way. So Chandravamsa, da kann jetzt das kurz aufzählen. I can go on speaking the name, you can realize. Er spricht jetzt nur den Namen. If I get sufficient time, I can discuss. But it's not possible now. From Brahma, only here. From Brahma, Atri, from Atri Som, Brahma, Atri, Atri, Som, Pururava, Ayu, from there, Nahus, Yayati, Jodu, Krostu, Brijanovan, and Swahitva, from Sahitva, Vishadgu, and Chittarat, Sasavindu, Pritusava, Dharmo, Uswana, Ruchak, Yamaghoz, Vidarbha, Kratha, Kunti, Vrishi, from Vrishi to Nivriti, Dasarho, Bomo, Jimuto, Bhimirat, from Navarat, Dasarat, Sakuni, Karambhi, Devarati, Devakatra, Kuruvas, and Kuruvas to Anu, Puruhatra, Ayu, Shaktato, Andhag, Vajaman, Viduratha, Suro, and Vajaman, Shini, as Swayambhoj, Ridik, from Hidik to Devamir, Sur, from Devamir, Sir, from Devamir, Sur, Vasudev, Krishna, Padjanya, Anuruddha, Vajra, Pratibhahu, Subhahu, Upasen, Bhadrasen. If you hear this name, you can purify yourself. Also allein wenn du den Namen hörst, kannst du dein Herz reinigen. So Surya Vamsa und Chandra Vamsa, die Monddynastie und die Sonnendynastie, die sind so rein. Allein wenn wir da den Namen hören, werden wir gereinigt.
This way, you see, we send 9th chapter. Now question is that if you end 9th chapter, so, und jetzt sind wir fertig mit dem 9. Kapitel. Das bedeutet, dass du jetzt eine gewisse Kraft kriegst, um in den 10. Kanto zu kommen. Also es ist Siddhanta von Srila Bhakti Siddhanta, dass du musst bis zum 9. Kanto hören von einem reinen Devotee. Nachher so Bhagavat, die können das Bhagavat lesen. Aber auch eine normale Person kann nicht das lesen. Also das Siddhanta von Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada ist, dass wenn du durch das Srimad Bhagavatam vom 9. Kanto gehst, so wie zum Beispiel Sukadev Goswami vom Parikshit Maharaj gesprochen hat, und du hörst vom 1. bis zum 9., dann hast du eine gewisse Reinheit, dann kriegst du Kraft und Eingang für den 10. Kanto. Wenn du in der Zwischenzeit gestört wärst und irgendein Problem führst, nachher kannst du runterfallen. So Prabhupada hat niemals erlaubt, gleich mit dem 10. Kanto anzufangen. Also das ist die direkte Erfahrung von seinem Gurudev. Manche im Tempel haben angefangen mit dem 10. Kanto und die Information ist zu Prabhupada gegangen. Oh, wie ist es möglich, dass ihr jetzt über den 10. Kanto sprecht? So er kann ein materielles Konzept dann über Krishna erreichen. Der kann runterfallen, wenn man das macht. Sogar Balya Lila, das musst du hören unter der Führung von am reinen Devotee. Ansonsten hast du eine weltliche Einstellung auf Krishna schlussendlich. Und nachher machst du großes Vergehen und fallst runter. In der Bhagavad Gita ist Saksham Shamshanata Vinashatma. Also wenn du irgendeinen Zweifel hast über das Siddhanta, über den Dan, Nam, Parikram, Sadhu, dann sei dir mit Sicherheit, dass du einen nächsten Körper annehmen musst. Und wieder um den Zweifel zu klären, weil du einen Zweifel im Herzen hast. Samshaya Vinashati. Srimad Bhagavad Mahapurana ki Jai. Srimad Bhagavad 10th canto, you see. Now I am going to start. I can speak 2 or 4, 5 slokas, not more today. And tomorrow, from tomorrow onward, I like to speak. But then it's depend upon Prabhupada, Bhakti Thakur, how different way they can give me idea. To every time I'm getting new light. When I'm speaking in Hindi, in Bengali, different place, new light. And by the mercy of, so I can try my best. So er kann sein Bestes versuchen bei der Barmherzigkeit von Srila Prabhupada, dass man dann fortschreiten kann, jetzt mit 10. Kanto, First Adhyaya. And you see, one thing I forget to speak, that after speaking about Krishna in gist, so nachdem, wenn der 9. Kanto, der 9. Kanto schon bald fertig ist, fragt Sukadev Goswami, oh, jetzt hat Krishna im Kurzen, hat Sukadev Goswami darüber gesprochen, und er hat das gemacht, er hat Geburt genommen in Gokul, er ist aufgewachsen, er ist zugekommen nach Mathura, Kamsa war da, Gurukul, und er hat dann geheiratet und ist dann Dwarka, all das. So, das war alles eine kurze Zusammenfassung vom 10. Geist. Aber dann hat der Parikshit Maharaj gefragt, Parikshit, Gurudev, why you stop? Actually finish. You are not speaking in details about Parikshit Maharaj, dann sagt er, oh, sagt Sukadev, er ist fertig. Also eben jetzt wollte aber der Sukadev Goswami, der Guru, sein Schüler testen, Parikshit Maharaj. Er hat gesagt, okay, jetzt ist die Harikatha fertig, du bist ja hungrig und durstig, für eine lange Zeit sitzt du jetzt schon, es ist ja ein Marathon, was du machst. So vielleicht eben, du musst ja einen Hunger haben und Durst haben. So, du kannst jetzt gehen und trinken und essen. Und er sagt, der Schüler, na, bitte, sprich weiter, ich bin nicht durstig, ich habe keinen Hunger.
am not thirsty. Pibantam tan mukham bujachyutam harikathamritam. Ich trinke und trinke den Nektar von dem Srimad Bhagavatam, jede Sekunde dem Nektar, was aus deinen Lotuslippen fließt. Wer sagt, dass ich durstig bin und wer sagt, dass ich hungrig bin? Und nachdem Gurudev ihn getestet hat auf die Weite, also wenn der Schüler nicht anfängt, Fragen zu stellen, nachher ist er nicht wirklich und weitergehen will, nachher ist er nicht wirklich ein Schüler und kann heimgehen. König Parikshit Maharaj. So lange habe ich gesprochen jetzt über Surya Vamsa und Chandra Vamsa, die Mond- und Sonnendynastie. Und über die ganzen wichtigen Personen und Rishis habe ich im Detail jetzt gesprochen, die was dort in die Dynastien aufkamen. Yadascha dharmasilascha nitaram manishattama tatrang senavatiranasya vishnur virijani sansana. You see, starting. Bhagavad going to glorify Jadu. Jetzt fange ich an. Im 10. Kanto die Glorifikation von Yadu, obwohl Yadu eben eigentlich einen Fehler gemacht hat. Er hat den Punkt schon erklärt, wo der Vater eben ihn gebeten hat, das kannst du nicht machen. Im Bhagavatam ist es jetzt im 10. Kanto, dass er glorifiziert wird. Chadasya Chadama Shilasya. In Veda we find Pita Sargo, Pita Dharmo, we find. You can show me, Maharaj, it is written there. Pita Sargo, Pita Dharmo. But ultimately I can give evidence, it is preliminary giving. Also im Srimad Bhagavatam ist schon Pita Sargo, Pita Also wenn du schlussendlich Bhakti für die Lotusfüße zu Krishna entwickelt hast, nachher musst du den Vers Pita was, den Vers nicht hören. So, da wird jetzt große Ehre dargebracht in der Yadu-Dynastie, der Krishna erscheint. Dharma ist die Schönheit von der Yadu-Dynastie. So Tag und Nacht praktizieren sie das Dharma. Das ist dharmik. Also es sind ganz virtuöse, also ehrenvolle Leute, was zu sprechen über ganz normale Leute. Among all Muni is giving priority. Muni Sattama. Who is Muni? So wer ist Muni? Those who are not speaking any rubbish thing. Der was nichts kann Blödsinn sprechen, sondern nur also die verwenden jedes Wort nur für die Glorifikation von Krishna. Prabhupada is topmost Muni. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. All the time, fraction of seconds speaking Harikatha, writing, no time to take rest. Der Srila Bhakti Siddhanta spricht Tag und Nacht Harikatha, keine Zeit zum Rasten. Das sind Munis, die sprechen Tag und Nacht nur über Krishna. Gaura Kishore Das Babaji Maharaj und all die Devotees. Continuously, also ununterbrochen. Das ist Muni Shattama. In his destiny, Jadu Vamsa, we heard Krishna took birth. Und in der Dynastie haben wir gehört, dass Krishna Geburt genommen hat. So warum verwenden sie den Namen Vishnu?
Das ist ein offener Titel. Wirklich im Geheimen ist Krishna Ansage in dem Vers. Sarva bhuteshu vishati itu Vishnu. Or sarva bhuteshu pravishati itu Vishnu. So Vishnu, everywhere sitting, omnipresent. So Vishnu ist omnipräsent, er ist überall. Tatra means Kotro. Tatra. Kutro. Not Kotro, I mistake. Kutro, in Jodhuvamsa. Kutra. Tatransena avatirunasya Vishnu Vijani Samsano. We like to hear all about him, this Krishna, all in detail. Also wir wollen jetzt im Detail über den Krishna hören. Now still is a prayer going on behalf of Parikshit. So much generosity, so much Guru Bhakti you should have. Da wird der aufgezeigte Guru Bhakti von Parikshit Maharaj, weil er jetzt ihm so tolle Fragen gestellt hat, so aufmerksam, der will wirklich wissen jetzt Bescheid, wer Krishna ist. So du musst immer sincere sein. So warum? Ihr könnt nicht einmal auf ihr Chapamala aufpassen, ihr verliert die Chapamala, so wie könnt ihr aufpassen auf mich? Ich bin euer Sohn. Avatirja Jadurvanshe Bhagavan Bhuta Bhavanaha. Bhuta Bhavana means who is thinking. Bhuta Bhavana bedeutet, der was über alle. Bhuta Bhavan who? Krishna. Bhuta Bhavan ist Krishna. Er denkt immer über alle Seelen. Das ist jetzt der Vers aufgeteilt, in Wort für Wort erklärt er den. So jedes Lila, das was gemacht ist von Krishna, Oh, you have to speak, it is my request. And also, Nibritta tarsai rupagiya manat bhavushadat chatramano virama kauttama sroga gunanu vadad pumano virajjeta vina pasugna Nibritta tarsai rupagiya manat bhavushadat chatramano virama kauttama sroga gunanu vadad pumano virajjeta vina pasugna. I started with this sloka, in the beginning. Das ist der Vers, mit dem er angefangen hat. He must be a very fallen soul. Otherwise, how possible he avoid the leelas of Krishna? How he can avoid hearing? Must be he is a fallen soul. He is a beast killer of beasts. Also jemand, der was ihm das verpasst, über Krishna zu hören, das ist jemand, der was seine Seele wirklich wie ein Schlachter zum Schlachter bringt. Krishna, we speak sometime, we speak, you are Pasupati. Also, Who Pasu? I am also Pasu. You know the meaning of Pasu? Pashu. Pasena badhyatu Pasu. My Atma also das Atma, Pashu, ist gebunden, so das ist eine gebundene Aufstellung. Es ist wie ein Tier, so desto mehr du die Barmherzigkeit vom Bhagavan kriegst und Vyasadev, desto mehr verschiedene Bedeutungen kriegst du raus aus den Wörtern vom Srimad Bhagavatam. So ich bin auch Pashugati. Also so diejenigen, die was eben das immer mehr entwickeln, den Durst für Harikatha, und die, was die materielle Welt überqueren wollen, da ist keine größere Medizin, gibt's wie keine Größe und kein größeres Ausmaß von Medizin, was du in der ganzen Universum findest, ist nicht gleichzusetzen wie Harikatha und Kirtan. Es ist die beste Medizin, um den materiellen Ozean zu überqueren. So, wer ist jetzt so dumm und die Zeit zu verlieren und nicht Harikatha zu hören?
Das ist das einzigste Sadhana, spirituelle Praxis, wo du gehen kannst, wenn du wirklich zielstrebig und ernsthaft bist. So nibritta tarsai rupagiyamana bhavo sada chatramano virama gautama sloka gunanuvana virameta virabhina pasugna. After that speaking, now prayer going. Und jetzt so betet ihm jetzt Sukadev Goswami. Pitamahome samare deva bhatadati rathastiming giloi duratayam kaurava sainya sagaram kityatarano vatsapadam sma yat plaraha. Very nice. All my forefathers, so alle meine Vorfahren, Vater, die haben alle den materiellen Ozean überquert bei der Hilfe von dem Boot. Was ist das Boot? Das sind die Lotusfüße von Krishna. So viele Probleme sind auftreten alles am Schlachtfeld, Karna, Bhishma, Riesenprobleme da gewesen, aber keine Probleme sind verschwunden. Wie war das möglich? Kein Halbgott kann zum Beispiel Devavrat Bhishmadev besiegen. So wie ist es möglich für Indra, um ihn zu besiegen? Das ist nur bei der Barmherzigkeit von Krishna. So, you know, it's a prayer, das ist ein Gebet. You know, a very appealing mood, soliciting from heart, you know. Vom Herzen. Pita mahame samare amaran jayer deva bratadi atirathair stimingalai duratayam kaurava sanya sagaram kityatarana vatsapadam sma yatpadaha. That was the you know, boat. Also das ist das Boot gewesen. So Krishnas Lotusfüße. So, alle meine Vorfahren, die haben das, den Ozean überquert. So in der ganzen Geschichte von der Welt, da ist kein einziges so ein Vorfall. Zum Beispiel der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, das kann nicht verglichen werden mit dem Kampf in Kurukshetra. So fruchtvoll, das, was da stattgefunden hat. Jetzt momentan macht man Raketen die was Wissenschaftler anfertigen, aber zu der Zeit haben sie Mantras gesagt und haben die Raketen geschossen. Also das ist ganz ein anderer Kampf gewesen. And very, very appealing mode speaking. Dronya astra viplustam idam madangya santana vijam kuru pandavanam jugopa kukshim gato atto chakro matuscha je me jo saranam gataya. When my mother was crying, Krishna, save, save, save. Wenn meine Mutter geschrien hat, oh Krishna, Krishna, bitte beschütz mir, die Rakete kommt und sie wird in meinem Bauch drinnen. Also der Sohn von Dronacharya, Ashwatthama, Madangyam santana vijam puru pandavanam jugopo kukshim gato atto chakro matuscha meja saranam gataya. When my mother crying, oh Krishna, save me, instantly you come also wenn meine Mutter geschrien hat, dann in kurzer Zeit sofort bist du gekommen und hast mich geschützt. Who's speaking? Parikshit Maharaj. So ich kann niemals den höchsten Herrn vergessen, Krishna, so barmherzig. Ich war schon beim Sterben, aber er hat mich geschützt. Und jetzt möchte ich bitte alles im Detail hören. Also ich bin nicht durstig, hungrig. So was ist Durst und Hunger jetzt? You know, this way, all the way, this way, and all the way, see, you know, Parikshit Maharaj praying. How I was protected, so betet eben Parikshit Maharaj jetzt, wie er geschützt worden ist, immer von Krishna. And many kind of questions put here, you know, so Parikshit Maharaj putting, I heard Rohini Tanai
But usually, how possible there's no connection with Devaki and how, Rohini give birth? So many questions I can speak in details Gibt's tomorrow. jetzt, das spricht er dann morgen. Why Mukunda, Krishna, from Mathura going to Also Brajadam, warum Krishna von, what kind of lila doing there, Shardham, Gyativi Swardham, also die ganzen Aktivitäten von Krishna, and I like to hear all in detail. das will er alles hören, der Parikshit Maharaj, wie Kamsa getötet worden ist, wie Krishna nach Mathura gegangen ist und dann wieder zurück nach Gokal. Antar Vahir Purusa Kala Rupai Birjani Tasyakhila Deho Vayam Antar Vahir Purusha Kala Rupai 7 Prajachato Mrittum Mutam Mritancho Maya Manusasya Badasya Vidyan is like man, human being. Also Maya Manush, heraus aus Yoga Maya, hat er seinen Körper hergebracht. Er ist so wie ein Menschenkörper. Und seine Frage ist von Parikshit Maharaj, how possible without any changing, living body again in one life, Rohini actually, Sankasan took birth first, Devaki, and go there also take birth. And Rohini give birth, how possible? Kasma, also wie das Ganze jetzt mit den Geburten dann vor sich geht. Rohinyastanayoho prakturamaha sankastanastaya devakya garva sambandho taya devakya garva sambandho kuto dehantaram vina. Without living one body in same life, how possible? Also ohne dass ein Körper aufgemacht und jetzt wieder gewechselt hat, wie geht es, dass es so weitergeht? Also all das Mysterien über Krishna, das wird jetzt dann gesprochen. Now asking, how possible from father's house, already in childhood going to, there in Braja, Kasmad Mukunda Bhagavan Pitur Gihat Brajam Gataha Kovasam Gyativihi Swardham Kritavan Sattvatam Upati Braje Vasan Kimakarut Madhupuryan Chakesavaha Bhatarancha. So, das sind immer nur die Fragen von Parikshit Maharaj. Was hat er gemacht, der Krishna in Mathura? Warum ist er nach Mathura? Was hat er dort gemacht? Warum hat er Kamsa getötet? Und warum hat er den Vater verlassen? Vasudev und so. Please. Etat annacha. While I put question, while I don't put question in front of you, you are so merciful. I like to take all detailed information. So, ich möchte jetzt das ganze Detail vom Krishna Lila, sagt der Parikshit Maharaj. Also, das, was ich vielleicht nicht frage, aber ich möchte alles über ihn wissen. Weil du es ja bereits warst. Also du sollst über das sprechen, weil du barmherzig bist. Wir sind gefallene Seelen. Also wir sind voll mit Shraddha. Nishchaya. Kaya Sudrita Nishchaya. Also wenn du den starken Glauben hast, das Siddhanta von Nasad Guru Param Bhuje Sutoi Ropitasya Sastastre Krishne Bhakti Najayate. Now actually Sukdev Goswami very, in front of Sukdev Goswami, Parikima, very appealing mood speaking. Because it's a cream, you see, jewel. So, das ist jetzt die Creme, das ist jetzt der Juwel. Krishna. Naishadidu swaha chut man tekto dovompi badate. You think that I am hungry and thirsty? Also du denkst, dass ich hungrig und durstig bin? Nein, ich fühle kein Problem.
Noishati duswaha khut mam taktodo vibhadate, taktodo mopibhadate. I'm not feeling any disturbance. Also ich fühle mich nicht gestört, gar nicht. Ich sitze ganz ungestört da und trinke den Nektar von deinen Lotuslippen. Und ich will mehr und mehr. Harikadamamrita. Das ist der wirkliche Nektar. This is actually nectar. Prabhupada speaking, they don't allow me to speak Harikatha. Prabhupada, der sagt, oh, die erlauben mir nicht, Harikatha zu This sprechen. is my only treatment. Der Doktor will mal... My treatment, but they all, foolish. They like to stop me speaking Harikatha. I can go. Die wollen mich stoppen, um Harikatha zu sprechen, dass meine Krankheit vergeht. Der Doktor sagt eben, du musst aufhören, Harikatha zu sprechen. Das gleiche Siddhanta sagt Chaitanya Mahaprabhu in Gambhira. O Rai Ramananda, O Svarup Damodar. Also ihr ratet mir rasch zu nehmen. Also was ist die rasch? Wenn ihr weggeht, was ist dann die Kondition, in der ich bin, in der ich fall? Das warum? Sprecht und sprecht und sprecht über Krishna. Also wenn ihr sprecht über Krishna, das ist mein wirklicher Rasch. Und wenn ihr weggeht nach dem Krieg, werde ich verrückt und renn dort und dorthin und hau meinen Kopf auf die Wand und versuche rauszukommen aus der Tür. Wer kann mich dann finden? So wer kann das? Your husband? No, I can read Bhagavatam, you can see. No husband can confine wife. No father can confine daughter. No father can... Not possible. Those who are loving Krishna, anyway, they can pass. Also die, was Liebe für Krishna haben, die können ganz leicht den Körper aufgeben und alles verlassen. Wir können sehen von den Jagnabhaktis, you can get so much inspiration. also So nibritta tarsai rupagiyamana bhavaushada chatro mano vidama kauttama sloka gunanuvada viramita vina pasugna. One devotee, he respect me, love me very much. He is a disciple of Srila Bharati Maharaj. He is putting some question. Also he is writing, you can give openly this answer or secretly. But I never fear, so I can speak firstly. But I cannot speak the name of that, who is putting question. Very nice question. What type of question? Instant when I go from here, instant I start writing. Fraction of a second. In boat, I took decision and then go and sit. Started writing. So I say I can give evidence here. So here is putting question. Jiva Goswami claims in Sandarbhas that the Sarupa of Jiva is not inherent. Whereas while Bhaktivinoda Thakur, writing, the Sarupa of Jiva is fixed. How to reconcile those two things? This is big question. First of all glories to Sisi Guru and Gauranga. Very nice, you must hear very fine, nicely. So many things, but in Gauriya Gashtipati, Sisila Bhakti Siddhantva, Saraswati Goswami Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat gesagt, dass logische Interpretation kann nicht stehen im Weg von der absoluten Wahrheit. So wir sind im Shrauta-Pantha. Wirklich zur Guru Paramparā. Your finite conception putting you in trouble. Dein finite Konzept, das bringt dir in Schwierigkeiten. Also, pass da auf, bevor du die Frage stellst. That for an infinity unknown period, we all are put into bonded condition by Maya. So wir alle seien die gebundene Auffassung vom Leben kennen. We are put into bonded condition, we all, by Maya. Also ist jetzt die Frage,
Und die Antwort auf eine Frage, das ist ein anderes Thema jetzt. When this Jivatma got this bonded condition, we don't know. So wenn der Jiva die kondensierte Auffassung gekriegt hat, das wissen wir nicht. Deswegen ist es Anadi. Scientific answer. We know the exact time when this bonded condition started in your life, in my life, or his life. And not that all Jivatma are getting bonded. Infinity Jiva. Not all. Infinity Jiva means you cannot count infinity Jiva. Some can be in bonded condition, some not. So starting, also manche sind in der Bada-Jivas und manche nicht der Jivas. That is why Anadi, this word is used. So das ist, warum Anadi, der Ausdruck ist, verwendet. This is the opinion of Bhaktivinoda Thakur. So das ist die... das. And Chidatma, be careful. Chidatma having same quality as Krishna. Die Meinung von Srila Bhaktivinoda Thakur. Same freedom as Krishna. Jivatma hat die gleiche Freiheit wie Same Krishna. quality as Krishna. Selbe Qualität wie Krishna. Same freedom as Krishna. Same enjoying mood. Und dieselbe Vergnügungsstimmung. Because it's coming from Krishna. Weil die Seele kommt von Krishna. Satchit Ananda Amsena. Satchit Ananda Amsena. Satchit Ananda Amsena, all the same like Krishna. But due to insignificant structure, Jivatma is very, very weak in nature. Also durch die Auffassung, you see? And Krishna is like Chit Surya. Also die Seele ist immer ziemlich schwach. Sie kann leicht in Verbindung kommen mit Maya. Aber die Seele hat dieselbe Vergnügungsstimmung aneinander wie Krishna. Aber das ist die Vergnügungsweise in der materiellen Welt, kommt eine Verstrickung raus. In Charitamrita im Madhya 20, Madhya 20, 117 and 118 sloka. Krishna Buli say Jiva Anadi Bahirmukha Atayeva Maya Tare Dei Sansara Dukha. And another point is also there, I don't like. And also different on and time to time this kind of fighting going on in Also von Zeit zu Zeit die Frage, das kommt auf in Puri, Vrindavan, der Punkt. What point? Je mamai vamsa jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Everybody, all speakers, they are speaking this way. Actually Jivada is the, part of Krishna. Also alle sprechen, dass eben die Seele ein Teil von Krishna ist. Mamai vamsa jiva loke. Mai vamsa vivo jiva loke. It is confusing for you. Mamai vamsa jiva loke jiva bhuta sanatana. All Sanatan Jiva. So alle, ich bin Sanatan und die Jiva sind Sanatan. Aber sie sind meine Amsas. So wie ist es möglich? Jiva Amsa? But we high Amsa avatar, Kala avatar. Amsa means Nitya Vastu, Purna Vastu. In Upanishad you can find Purna Sapurna Pamadayo Purna Meva Avashishvate. If you take it as granted that Jiva all of the Amsa Krishna, then you are making mistake. Huh? This written Gita, foolish you are. You are not following Guru Vaishnava. Because Amsa of Krishna is also Purna. Amsa of Krishna sollte auch Purna sein. Huh? Counter part of Krishna, what do you mean? Counter Also was whole. verstehst du unter dem Gegenteil von Krishna? You cannot come into Siddhanta. What is the Siddhanta? Also was ist das Siddhanta? Very scientific Siddhanta. Das ist wissenschaftlich. Krishna. Oh, they are the Amsa, Krishna, Jiva. Jiva, das sind die Amsas von Krishna. Mai Vamsa Jiva Bhuta Sanatana. Das ist you can go back to Vedanta. richtig, aber man kann zurückgehen zum Vedanta, Shakti Mataya Abed. Das alle Energien, die sind nicht verschieden von Krishna. So in dem Fall, wir wissen das. So Krishna ist das Amsa auf Jiva.
Das Amsa of Shakti, Tatasta not Shakti. direct answer. Nicht das direkte Amsa. Krishna is the answer of Shakti, light particle, just like light particle. Also Krishna So ist you das forget. Amsa von Tatasta Because any Shakti. part of Bhagavan, Supreme Lord, Weil is jeder equal to Bhagavan. Teil von Bhagavan ist gleichzusetzen mit Bhagavan. Infinity is infinity. Also Unendlichkeit minus Unendlichkeit ist Unendlichkeit. So Krishna Boli Saiji, So Krishna Bulajiv, Sajivanadya Baham Ateva. Another next verse you can discuss, I have no time. And as per Bhagavatam, first canto 10 and 6 sloka. Also im Bhagavatam, First canto, 10 chapter, 6 sloka. Muktir hitva annatha rupam sarupena vyavasthiti. Muktir hitva annatha rupam sarupena vyavasthiti. I already told big Siddhanta about this. What do you mean by mukti? Mukti means to get back the sarup. also Mukti bedeutet, dass du das Swarup wieder zurückkriegst. Jiva Swarup Krishna Nityadas. Those who are not going to agree, they all knowingly or unknowingly all serving Krishna. So, die, was jetzt zustimmen oder nicht zustimmen, jeder ist ein Diener von Krishna. Sie wissen es oder sie wissen es nicht. Follow? Now due to avidya, Und durch due to das avidya, Avidya, due to avidya, falsely attributed identity of Jivatma is due to avidya. also die falsche Identität ist angenommen durch Avidya. Identity of Jivatma, if somehow can be eliminated by the mercy of Guru Vaishnava, Wenn es irgendwie beseitigt werden kann, das Avidya, dann kann die Jiva erkennen, dass ich der Diener vom Krishna bin. Brahmanda Homito Brahmana Brahmana Kone Bhagavan Bhagavan Chief, Guru Krishna Prasad Bhakti Lata Bij. all said. That is called actual Sarup Siddhi. So, das ist Swarup Siddhi, nennt sich das. What do you mean by Sarup Siddhi? Was versteht sie unter To Swarup discover Siddhi? 100% Rauszukriegen, dass wir 100% der Diener von Krishna sind und wir haben keine andere Aufgabe. Yeah. So it is called actually Sarup Siddhi. Das ist Swarup Siddhi. It is called Sarup Siddhi. This is actually called Mukti, actual Mukti. Und das nennt sich Mukti. So on this common point, both Jivapath and Bhaktivinoda Thakur speaking same thing. For all Jivatma, this is a common factor that they all, the naturally the servant of Supreme Lord. They are not speaking different, so that you need to reconcile. You need not reconcile, same. It is also already reconciled. No disparity in Siddhanta. But you could you have the chance to misunderstand Jivapath. Like I discussed at the time of Gaur Purnima, somebody speaking Jiva Goswami not following Rupapad. Parakya, Sakya, give him details, this guy, you have to hear with full patience. Don't go here and there. So you see, here you can find that you see Jivapath and Bhaktivinoda Thakur speaking same thing. So Jiva Goswami und Srila Bhaktivinoda What Thakur, das sagen Jivapath wanted to dasselbe. say Also about Vastu Siddhi, Jiva Goswami ultimately what wollte kind of was du seva you are going to Siddhi, get über den at all by the Dienst, was mercy du of ultimativ Rasik kriegst Guru. beim Rasik Guru. Rasik Guru. Ultimately you are going to get inspiration. Da kriegst du And Inspiration mode of seva you are practicing. und Ultimately after innerlich the time of entwickelst du Vastu den Siddhi, Dienst und dann you kommt break Vastu body Siddhi and und du go brichst den there Körper and und get gehst seva there. That is not same power. in den Dienst Not in der inherent. spirituellen Welt ein. Das ist nicht That depends upon the quality innen of drinnen. Das Rasik Sanga you are kommt maintaining. auf die Qualität mit Follow der my Rasik point. Sanga, mit der du zusammen It bist. depends. It changes. Hängt es ab. If Das, you get the association of Santa Rasa Bhakta, you can get. If you get the association of Vatsalya Rasa Bhakta, you can change. It depends. So, Jivapath not going to break this so Siddhanta. Jiva Goswami Very nice. bricht das According Siddhanta to nicht. so Vastu Siddhi, it is dependable. It depends on the specific Rasik Sangha that you are going to get. So das hängt By the ab von mercy der of Rasik Sanga, bei der Barmherzigkeit von Krishna. Not going to get. Second, you see, Jivatma all Tatastha Sakti.
So Jiva, das sind alle Tatastha Shakti. Jivatma all Tatastha Shakti. And having both tendency to do bhajan of Supreme Lord and to get a permanent seva, eternal seva and position in Nitya Die haben Jagat. alle die Chance, in das Nitya Jagat And einzutreten. also, I already do having both tendency to do Krishna bhajan or also not to do bhajan and to be attracted by Maya to do the bhajan of Maya. Also they have their tendency because Tatastha. Also die haben die Möglichkeit, in der materiellen Welt und in der spirituellen Welt zu sein. Though actually he is putting question, Sarup Shakti is there, then how this fallacy possible? I say, though Sarup Shakti is always there with Jivatma, still the amount is most insignificant. Sometimes also that is sometimes in openly or secretly, covered or uncovered. Sarup Shakti can develop according to association. Also Swarup Shakti, die kann sich Even one ausbreiten big durch die Assoziation. Sarup Shakti and go down again. All possible. I can give example. So although Sarup Shakti always there with Jivatma, sometimes in exposed, in expressed and not in dormant state. Also manchmal ist es schlafend und manchmal auf. Though Sarup Shakti is always there with Jivatma, still the amount is most insignificant. So they can or cannot come out successful. Also die können They erfolgreich sein can oder or nicht. cannot, it depends. So this should be our daily prayer. This should be our daily prayer all the time. Und das soll unser tägliches Gebet sein. Kipakara Prabhu, Kirtan by Bhaktivinoda Thakur. This should be our prayer non-stop. If you forget, you can fall down. Und wenn das Gebet vergisst, dann kannst du. The more we get chitbal, the Also more je we mehr go up and up. wir Chitbal The kriegen, desto example höher of gehen wir rauf. Ajamil is just fitting in this case. Das Exempel, The das amount Beispiel of von chitbal Ajamil he already ist had fitting. in him was just not sufficient to cut the Maya. Also denn Ajamil. So he was bound to fall down. das, was sich angesammelt hat an Chitbal, der Ajamil war zu wenig, dass schlussendlich rauskommt, was Maya. By Bhakti Siddhanta Saraswati or Bhaktivinoda Thakur or either Siddhanta by Chaitanya Mahaprabhu, all the same. Chaitanya Mahaprabhu speaking in front of Sanatana. Jive Sarup Vai Krishna Nityoda. Who is speaking this Siddhanta? Supreme Lord himself. Also das spricht der höchste Persönlichkeit selber, schwer Swarup Hai Krishna Nityadas. Jive Sarup Vai Krishna Nityodas. This Siddhanta of by Chaitanya Mahaprabhu. You cannot change this Siddhanta. Siddhanta selber, das kann man Also nicht I told verändern. Shakti Matar Abed. Die habe gesagt, Shakti Matar Abed. And cut into pieces. Also Shakti das and kann Shakti are man, all the same. ist alles Who is Shakti? dasselbe. Is Shaktiman. Weil es Shakti, das ist Shaktiman. I already speak many times. Shakti and Shaktiman no different. So Shakti Matar Abed. According to this Vedanta Sutra, Shakti is always with Shaktiman. So, durch das Always Mantra, with Shaktiman. And Shakti ist our immer mit science, material Shaktiman. science speaking, Unsere materielle energy Energie, die cannot be spricht. created. Energie, die Energy cannot kann be nicht destroyed. kreiert werden oder Only- zerstört. You can change one energy to another energy. Du kannst nur It is umwandeln. not possible to create energy. What does it mean? That secret Energie in eine Siddhanta of andere Vedanta. Energie. Das ist Shakti, das Shakti, spezielle Mudra, Geheimnis von According Achintya to Vedanta Bedabed. Siddhanta Sutra, Shakti is always with Shaktiman. Chit Shakti, Jip Shakti and Maya Shakti. Chit Shakti und We Maya Shakti. can define Shakti Tattva in countless ways. But basically we can three categories. One is Chit Shakti, Jip Shakti and Maya Shakti. Maya Shakti means both Yogamaya Shakti, internal process, external process. Also Maya Shakti, Follow? Jiva External process Shakti, in Mahamaya. Mahamaya. Shakti is always with Shaktiman. Shakti ist immer mit Shaktiman. So,
Chit Shakti, Jeev Shakti and Maya Shakti. Maya Shakti Chit means Shakti, both. Maya Antaranga Shakti and Shakti. Bahiranga, external Das order. bedeutet beides All coming from Antaranga Krishna. und All coming from Krishna. Where from coming? Bahiranga. So alles kommt von Krishna, von wo Also due kommt. to Krishna's, also due to Krishna's eternal existence in Goloka. Because Krishna always staying in Goloka. Also Krishna ist immer in Goloka. So naturally, like mathematics, So you can satisfy natürlich this wie point. Mathematik If Shakti kannst du den of Punkt it, sagen, wenn then Shakti, if Shakti Shakti is not Mata. different from Krishna, if Krishna is always staying in Goloka, then Jeev always, basically, when Jeev coming from where? Krishna, from Goloka. It depends when you are developing, because you have both propensity. You can get attracted by Maya, sometimes get attracted by Krishna. So all Shakti originally in Golaka. Krishna Chaitanya, Krishna So all is the Shakti des Chit Original Surya. in Krishna Goloka. Chit Surya. Chit Surya. You understand? Krishna Chit Surya. Like sun coming, sunlight coming to us. Krishna is Chit Surya and all Jiva is like particle or like rays coming out from sun god. So all rays, all light particle all coming out from sun. So at the same time different and non-different. Achinta Vedaved. So this way Jiva's eternal existence in Goloka is satisfied. At the same time, Jiva can come and get enjoyment in material world also. Jiva Swarup by Krishna Nitya Das. And also due to Achinta Vedavet Tattva, they can. Anyway, overall, what is the overall view? To see everything in the light of Advaita and Tattva. Why you are become foolish? Everything, all you should do in the light of Advaita and Tattva. Knowingly or unknowingly, all Jiva, eternal servant of Krishna, Achinta Vedaved Tattva is really unique and you cannot, it is beyond your human comprehension, logical interpretation. Krishna playing this way, why? Why Krishna is so merciless, playing this way? Or Jivatma in Maya? Then in Shastra it is written, no, it's one kind of playing. Interesting. Krishna want to play about Jivatma, what to do? It is eternal playing of Krishna. And big philosophers they are speaking, with infinity, Brahmanda, all infinity, Jiva there, you can think this way, this is one kind of rasa going on, or bonded soul. Special rasa there inside Vrindavan. This is also one kind of rasa, Krishna dancing, and playing with all Jiva, come. No, I cannot come. This is one kind of big, super ras. Karuna Rasa. Super ras going on. Super. So you should not have any kind of question at all. So Krishna is not putting you in pressure. Somebody putting question in front of me, Maharaj, Krishna can save one Jivatma very easily. Krishna can stop me from doing wrong job. It's foolish. Krishna, I already told the quality of Jivatma all same with Krishna. Jivatma all enjoying same liberty. Krishna don't like to interfere on this liberty. If Krishna want to interfere, arrest Jivatma, then playing is not successful. Krishna can allow. Out of your own, bhajan, how you like to come back. I like to see. Or you like to do what? Anyway, there is no other way. In infinity period, anyway, you will have to come to me. No other way. You have any option? Have any option? No. Now this way Krishna playing with his infinity world, down, dancing. Come. Like with monkey, some man playing, come. This way. So, this Krishna, never like to disturb us. Krishna never like to interfere with our, freedom. Then the playing is not successful. In playground, playing going on, if you forcefully like to fight, it's not good. The playing going on, maybe you can come out, successfully. I can Olympic game going on, football, all
baseball going on, World Cup, football going on, it's depend. You can lose your position, you can come, it's depend. How best possible way you can utilize your, liberty. So if any question coming, I can give answer, but I think it is completely a scientific answer. You cannot have any question. So you see, he is putting this kind of question, and I give answer to all question. If Jiva from Tatastha carries Sarva Sakti, then how they are covered up with Maya? I give also.